So. Leon auch, ne? Ja. Moin, ihr Landradden. Hier ist Hamburg Hafen Live und Barkassen Ehlers. Bei bestem Wetter. Bei super Wetter. Ich bin von Schwester Hansen mit Franzbrötchen versorgt worden. Ja. Ich kann reden. Du siehst gerade aus wie so ein Backenhörnchen. Ja, Ich hamster für die Fahrt. ja. Da kommen die letzten drei, Die oder? letzten Nachzügler kommen Nee, da oben, ich glaube oder noch nicht, nicht? nee. Ja. Nee. Also wir müssen ein bisschen zeitig starten, weil wir einfach immer gucken müssen mit dem Wasserstand, ne? Genau. Wegen Brücken und Schleusen oder... Genau, das Problem ist die Schleuse, weil... Wo ist denn dein Mikro eigentlich? Ach so, unterm Mantel natürlich, ja. Okay, also das Problem sind natürlich ja die Gezeiten im Hamburger Hafen. Na, wie ihr wisst, haben wir ja Ebbe und Flut und heute hat der BSH uns 1 Meter Meerwasser vorhergesagt und da macht einfach die Schadhorschleuse zu und da müssen wir natürlich vorher raus, sonst sitzen wir da den ganzen Tag irgendwo dann im Alsterfleet und das wollen wir dann auch nicht. Okay. Ja, wir bereiten uns jetzt schon mal vor und warten jetzt noch auf die letzten Nachzügler. Tanja muss mal wieder das Mikro hier angesteckt bekommen. Und dann nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Wir gehen jetzt schon mal rein, weil das Wetter ist nicht ganz so prickelnd. Aber ich würde mal sagen, 14 Uhr die Frisur sitzt, oder? Ja, aber wir haben natürlich hier eine illustre Runde. Wir haben ja ein paar Gäste eingeladen und zwar einmal die Franzbrötchen. Ist natürlich, also Hamburg Hafen Live ohne was zu essen ist natürlich, geht gar nicht. So, und dann haben wir hier Prominenz an Bord. Ach du Scheiße. Rainer von Druckverlust. Rainer, nicht deine Zeit heute, ne? Nee, überhaupt nicht. Nicht seine Ich bin Zeit. auch gleich hinten in der Genau. Schwester Hansen ist dabei. Ja, und gestern waren ja auch schon viele von unseren Moderatoren da. Also hier Sebastian Kolze ist da, Remo und Antje, dann der Kreativ-Andi. Andi, moin. Moin. Hallo, hier ist die Kamera. So. Ben und Kirsten sind dabei. Moin. Dann Brigitte. Hallo. Und die Elbcam ist da. Mensch, Dennis, hast du die Elbcam heute alleine gelassen? Ja. Oh, wenn das die Zuschauer wissen dort, dann ist da jetzt gleich was los. So. Ja, Können die ja machen, was sie wollen da heute bei dir. genau. Ja, und jetzt, wie gesagt, warten wir noch. Auf wen warten wir jetzt noch? Wir warten jetzt noch auf unseren Basti vom Team. Dann warten wir noch auf Torben, der gestern seine letzte Fahrt hatte. Hier. Torben, der Hubmeister. Absolut, genau. Und der hat auch noch einen Freund dabei. Also Ach den so. kenne ich jetzt Und auch wo nicht. sind die? Ja, die haben gesagt 5 nach 2. Okay, 3 Minuten haben sie noch. Leon, wie knapp sind wir mit der Zeit? Ja, also Claudia meinte vorhin 16 Uhr sollen wir wieder raus sein aus dem Fleet spätestens. Also noch geht das alles. Okay. Noch alles in Aber man Ordnung. sieht ja vorne, es läuft schon kräftig auf heute. Von daher 13:24 Uhr hatten wir da Niedrigwasser. Ich hoffe, dass ich nicht die ganze Zeit durch eine verregnete Scheibe nachher filmen muss. Ich hoffe, wir können nachher auch mal Scheibe die... auch hier an der Seite aufmachen. Ja, Oder hier die Tür. Musst du dann nur später mit deinem Kopf aufpassen, ne? ja, das stimmt. So. Willst du gleich mal dein Mikro an Claudia weitergeben? Ja, das würde ich doch mal machen. Nein, das ist Aber Claudia ist noch gerade in der Kaffeeküche beschäftigt. Claudia muss noch ein Käffchen machen. auch nicht anders. Aber das können wir auch sonst gleich machen. Guck mal hier, und der Chat, speziell Rainers Chat, hat ja schon versucht, Schwester Hansen und Rainer Chat. in irgendeiner Form zusammenzubringen. Wir Und sind zusammen. Guck mal. Ja, wir versuchen ja immer noch, Er ist rechts und ich bin links. nimm den kleinen Rainer mal in den Arm. Er ist noch nicht ganz wach, glaube ich. jetzt habe ich auch eine Psychose. Ja, ja. Ja, ich hoffe, ihr hört das so ein bisschen. Wir haben natürlich jetzt nicht für jeden hier ein Mikro. Das ist auch gut so. Ja, besser ist das. Gott, ist das klein. Willst du das mal kurz Claudia anmachen? Ja, das kannst du einfach. Genau, Nimm mal die dann- Kamera. Ich steck dir das mal hier an, Claudi. So, das müsste eigentlich so funktionieren. Ja. Was hast du gerade gesagt? Ich zeig mal ein bisschen den Regen. Ja, wir hoffen natürlich, dass es gleich auch mal aufhört zu regnen und wir dann mal ein bisschen rausfilmen können. Kannst du Manu kurz aus deinem Chat bannen, so für 2, 3 Tage? Ja, du musst mal hier, Sebastian Kolze ist ja da. Sebastian kann alle bannen, die du möchtest. Weiß ich alles. Nein, einfach nur Spaß. War nur Spaß, okay. Claudia, Fleetfahrt. Ja. Jetzt werden wir mal seriös hier. Wer ist denn das schon wieder?
Sebastian Göbel. Er ruft mich an. Er ruft dich an, weil er wahrscheinlich später kommt. Soll ich mal rangehen? Sie schaffen es nicht. Dann holen wir sie im Rathaus ab. Ja? Was ist los? Wo sind die? Ihr glaubt, ihr schafft das nicht? Wo sind die? Ach, ihr seid noch mitten in der Stadt. Ja, Dann lass sie in der Stadt auf uns warten. Dann hole ich sie an der Rathaustreppe ab. Ja, du pass mal auf. Halbe Stunde sind wir da. Claudia ist in einer halben Stunde an der Rathaustreppe. Kleine Alster ist das. Ja? Da sammeln wir euch ein. Wieso aus? was Sieht's für aus. ein Service. Sonderzustieg Die sozusagen. können ja schon mal ins Wasser springen, dann geht's schneller. Also ihr müsst zum Rathaus und dann hinter der Rathausschleuse ist die kleine Alster und da an der Treppe, da sammeln wir euch ein. Genau. Was für ein Service. Also, mehr Alles klar. geht nicht. Ihr habt 30 Minuten. Wozu bin ich denn hierher gefahren? Ja? Alles klar. Gut, bis gleich. Ja, wir brauchen dich doch hier. Weil du am Rathaus keinen Parkplatz findest für deinen LKW. Ach so, scheiße. Also, fahren wir los. Ja, dann fahren wir los. Du wolltest Claudia, mich komm was erst mal- fragen? Ich komme Genau, nach kommst du nach und vorne. lassen wir Genau. die hinten ein bisschen feiern und wir machen mal einen seriösen Informationsstream Ja. Das kommt ja sehr gut. und gucken dann mal zwischendurch, ob ihr hier die Barkasse abgerissen habt. Kein Mikro abhalten. Vielleicht holen wir dich nachher nach vorne. Vielleicht darf Rainer auch mal fahren. Ja, klar. Auf der Elbe kriegt er alles hin, ne? Und dann gucken wir mal, dass Leon uns losschmeißt. Ach stimmt, losmachen müssen wir ja auch. Ja. Ich neige ja immer dazu, das nicht zu machen. Und den Ponton mitzunehmen. Mein Chef ein bisschen böse, glaube ich. Sollt ihr mal helfen? Ja. Was setzen wir? So, ne? Ach, halt die Leine noch. Eine sehr komische Losmachmethode. Natürlich. Nun kritisier doch den armen Leon nicht. Nein, ich habe nicht damit gerechnet. Das ist es halt. Lego. Okay. Lego. Ha. Los geht's. Okay. Auf nach Venedig. Können wir die Scheibe. Der Scheibenwischer hat aber jetzt nicht so einen riesen Radius, ne? Bringt dir das was? Aber ich hoffe ja, dass ich dann zwischendurch auch mal rausfilmen kann. Ja, Ich bleibe jetzt erstmal ein bisschen hier bei dir. Ich wollte ja eigentlich mal fragen, was hat es mit der Fleetfahrt auf sich? Das ist ja so ein bisschen dein Baby, oder? Die Ja, Fleetfahrt? also ich habe es übernommen, sagen wir mal so. Wir haben früher einen uralten Kollegen gehabt, den Kurt Kühnapfel. Und dann war das so, dass wir eine ganz alte Barkasse gehabt haben, die Piep, die konnte gerade mal so 30 Personen aufnehmen. Und dann haben sie die historisch hergerichtet. Ne? Also früher waren ja die Barkassen alle schwarz, braun, grün angemalt, so wie bei uns die Hans-Ehlers oder auch die Laila, die ja eure Follower alle kennen. Und dann haben die gesagt, wir machen da eine Fahrtfahrt in die Innenstadt rein. Ne? Auch noch von Klaus und auch von seinem Vater, den Günther Ehlers, hier mit eingeführt. Und dann sind wir dann immer so 1-2 Mal täglich damit reingefahren. Und dann hat man dann schnell gemerkt, oh, 18 Personen, ist viel zu wenig. Die Piep kann, glaube ich, sogar nur 18 mitnehmen. Dann sind wir mit der Elli weitergefahren. Elli kennt man aus dem Mühlverein. Und dann irgendwann sind wir dann mit den Traditionsbarkassen wie St. Pauli, Hans Ehlers und so auch gefahren. Und ja, und ich habe das dann relativ schnell, ich will nicht sagen übernommen. Ne? Also als ich dann mein Patent gemacht habe, hat dann der Kurt aufgehört, ist dann hier zu Kühne und Nagel gegangen. Und dann bin ich einfach mal weitergefahren und da total viel Spaß auch dran gehabt, zumal ich ja auch früher auch in den Fläten und so bei Vogler und so beim Praktikum gemacht habe. Was gehört denn jetzt alles dazu zu den Fläten? Also es ist natürlich Speicherstadt, denke ich mal. Ja, ne? richtig. Das sind die Speicherstadt ist aber Fläten. durchaus auch manchmal Teil der Hafenrundfahrt, wenn es mit der Tide passt, oder? Genau. Mhm. Also wir versuchen immer in die Speicherstadt hineinzufahren. Es gibt natürlich dann auch so mal Situationen, wo wir dann sagen, ja okay, dann fahren wir in den Zollkanal. Wenn jetzt extrem Niedrigwasser ist oder extrem Hochwasser, dann kommen wir hier durch diese Brücken nicht durch. Ja, hier die Niederbaumbrücke. Die könnte heute
Abend um 6:30 auch schon zu niedrig werden. Und ja, da müssen wir natürlich dann auf den Hafen ausweichen bei allen Fahrten. Und bei der Fleetfahrt ist es so, wenn wir weder in die Innenstadt noch in die Speicherstadt kommen, dann weichen wir immer in der Regel in die Superhafenrundfahrt aus. Ne, weil wir wollen, dass die Gäste eben halt auch wirklich Fleete sehen und nicht jetzt sagen, oh, ich habe eine Fleetfahrt gebucht und dann lande ich dann am Containerterminal. Ja, und eigentlich geht es dann ab dieser Brücke in den historischen Teil rein. Braucht man den Fleet nicht, ne, weil hier die Stadt halt abgesperrt war. Ne? Niederbaumbrücke, Oberbaumbrücke. Können wir eigentlich die Tür zumachen? Die sind so am Sabbeln da. Ja, können wir. Warte Mach mal. einfach. Gucke mal eben. Ja. Ups. Wie geht denn die? Ach, die ist so. Okay. Können die Sabbler da hinten. Ja, genau. Magst du das Fenster ein ganz bisschen aufmachen? Oh ja, sehr gerne. Okay. Damit so von Ja, wegen. dann kann ich nämlich auch hier Nee, Leon das gleich Schöne Bescheid ist, sagen. dass ich dann hier auch mal rausfilmen kann. Das ist super. Ja, genau. Das ist spitze. Wie heißt denn das Fleet jetzt hier, beziehungsweise ist das jetzt die erste Schleuse schon, die wir anlaufen? Das ist die erste Schleuse, die Schartor-Schleuse. Ich hoffe, der Schleusenmeister sieht uns, weil ich einmal ja gesagt habe, ich komme. Ja, hoffen wir mal, dass der die Zeitumstellung mitbekommen hat. Ja, der weiß, dass wir kommen. Ich habe schon mit ihm heute gesprochen, weil das eben so kriminell ist. Ah, da ist er. Guck mal, wir haben schon grün, ich habe so viel gehupt. Und wir sind jetzt hier im Binnenhafen gewesen und gehen jetzt in die Schartor-Schleuse rein. Ja, und die ist hier 1965 gebaut worden, um eben halt die Stadt vor Überschwemmungen zu schützen. Und naja, wenn wir dann rausfahren, wird da hinter uns dann hier das Segmenttor zumachen. Und dann wird das erst einmal heute Abend wieder freigegeben. Weil wenn wir gleich hochfahren, dann seht ihr hier den Pegel. Bei normal Hochwasser, dann sind wir bei 2,10 Meter hier auf der rechten Seite und das wird heute über 3 Meter auflaufen. Und dann würde das hier über die Ufer laufen. Okay. Warte mal, auf der linken Seite ist kein Pegel, ne? Nee, rechts. Ja, war der ich gewesen. habe gerade zur Beim falschen Seite gefilmt. Oder gleich rechts voraus, was auch Sehen wir einmal. gleich nochmal. Genau. Geht gerade so gut hier durchs Fenster. Ja. Außerdem kann ich Leon so schön bei der Arbeit beobachten Ja, hier. genau. Also normalerweise mache ich das oft auch alles alleine. Ne? Würde ich jetzt hier. Ach echt, das geht? Das kriegst du so Das alleine krieg ich hin? alleine hin, ja, klar. Das heißt, was für einen Höhenunterschied schleusen wir jetzt circa heute? Jetzt sind es so ungefähr 1,5 Meter. Wenn wir rausfahren, dann gehe ich davon aus, dass wir auch nach oben gehen. Also weil eben halt harter Westwind ist und das Wasser dann so extrem in die Elbe reindrückt. Und in der Flut ist es so, dass der höchste Unterschied in den ersten 1-2 Stunden stattfindet. Die letzten Stunden bringen nicht mehr viel. Okay. Ja, das geht ja, glaube ich, so wie so eine Ja, Parabel. Genau. Parabel, genau. Das war genau. das Wort. Genau. So, und die ist von 65, die Schleuse, Ja, sagst du? genau. Warte mal, ich gehe mal einmal hier raus. Ja, Vielleicht kann ich da mal rausfilmen. Ich hoffe, Ja, dass das mit klar. den Mikros noch geht. bestimmt. Kommen wir dann da auch von den Fleeten vorbei, weißt du, diese ganz alten Häuser von damals? Frau Hansen, mach mal ein bisschen Platz hier. Ja, warte mal. Nee, du kannst ja mit raus hier. Schleusen sind Kaffeepausen, ne? So. Das ist cool, ich war echt noch. Ja. Das ist echt cool. Ja. Also es ist teilweise sogar Du musst so, dass eigentlich die auch nur ganz locker festmachen, ne? Seefahrt. Ja, genau. Also dass das Schiff nicht nach hinten oder meine nach vorne Lieblingsfahrt. komplett abhaut. Man macht auch nicht fest, man hält den in der Hand und zieht den dann immer so ein bisschen durch. Ach, guck mal, das Tor ist ja auch interessant. Wer hat eigentlich Brigitte eingeladen? Ich habe nur dich eingeladen. Ich habe sie nicht eingeladen. Den Rest hast du Ja. mitgebracht, dafür bist du verantwortlich. Ach ja. Ja, also Leon sagt gerade, man macht gar nicht richtig fest die Barkasse, sondern man hält das hier eigentlich ganz locker in der Hand sind doch 2 Stunden und unterwegs. gibt dann immer nach in der Fachsprache Vieren. Also siehst du, dass ich hier den locker in der Hand hast und dann Genau, 2 Jahre. gebe ich ihm, wenn wir Genau. jetzt runtergehen, Also wir wird immer machen mehr heute alleine. tatsächlich nur den Stream, weil Aber wie Ja, wir gehen ja jetzt hoch, ne? Dann
Dann musst du quasi ein bisschen nachziehen, ne? Aber man darf nicht festmachen, weil sonst würde die Gefahr bestehen, dass man sich aufhängt. Ja, Also das stimmt. Also ich glaube, ich habe schon mal irgendwo ein Bild gesehen. Also wenn jemand nicht schnell genug, ich habe das mal von so einem Sportboot in der Schleuse gesehen, nicht schnell genug losgemacht, hing dann an der Wand. Ja, genau. Gerade wenn es dann nicht so ein schweres Boot ist und die Leine das locker hält. Ja. Ja, gucken wir noch mal hinten, geht das Tor zu. Da fällt mir ein, wir haben unser Messer vergessen. Hast du ein Messer dabei? Nee. Okay. Rainer hat immer ein Messer dabei. Sehr gut. Das ist dann auch unser das wichtigster Mann an Flutschutzrohr, Bord was da hier. jetzt zugeht. Deswegen ist das so dick. Wenn wir uns aufhängen, aber heute hängen wir uns nicht auf, wir gehen ja nur nach oben. Schutzmauer ist. Ach so, also das ist auch, wenn wirklich richtig Sturmflut ist, dann wird das auch zugemacht, einfach um ein bisschen Ja. Schutz für die Stadt dann zu haben. Genau, das ist hier das Alsterfleet. und Ja. die sind auch- Also die Flut wäre jetzt quasi auf der anderen Seite. Genau. Genau, da kommt dann die Flut nicht mehr rein. Wirklich dicht und ja. So, das ist zu. Das ist ja schon mal interessant, weil durch die Schleuse kommt man eigentlich auch nicht so jeden Tag, oder? Nein. Es darf auch nicht jeder in die Schleuse reinfahren. Man braucht eine Sondergenehmigung von der Umweltbehörde. Also wenn jetzt einer sagt, er hat ein Sportboot, ich gucke mir den Hafen an, ich gehe mal eben schnell in die Innenstadt, Flete, dann sagen die Kollegen oben auf dem Pfeiler, ja, dann gib mir mal deine Genehmigung. Welche Genehmigung? Dann drehen wir wieder um. Also mal eben hier mit dem Boot zum Apple Store ist nicht. Wenn Sie keinen Motor haben, geht das. Ne? Ach stimmt, da gibt es ja wieder einen Unterschied. Ja. Ruderboote, Kajaks, Alster, Tretboote. Alster ist ja sowieso reglementiert, grundsätzlich mit Ja. Motor glaube ich nur ganz wenige, also die Alsterdampfer und ein paar Ruderbegleitboote. Genau. Ne? Wobei die dann glaube ich teilweise auch mit Elektromotoren fahren, oder? Richtig. Mittlerweile fahren die einige mit Elektromotor, Ja. die rüsten gerade um. Ja, alles gut, brauchen wir nicht. War nur ein Spaß. Ich passe auf. Und wenn nicht, dann wird Leon Ja, und es im geht schon Einkauf ordentlich gemacht. nach oben. Wenn ihr hinten mal auf die Schleuse guckt, da sieht man so ein bisschen, wie das Wasser steigt. Genau, es läuft dann hoch bis da, wo der grüne Bewuchs aufhört. Bis zu, genau, da, man sieht ganz gut die Grenze. Unten grün, oben grau. Das ist dann Genau. ungefähr da. Ja. Genau. Wie oft macht ihr die Fletfahrten? Weil wir machen ja quasi so ein bisschen die inoffizielle Saisoneröffnung. Richtig, Und das heißt, ihr macht eine Winterpause mit der Fletfahrt. richtig. Weil das nicht so interessant ist oder hat das irgendeinen Grund, dass ihr da nicht hinkommt? Oder ist da zu wenig Nachfrage jetzt für die Fletfahrt, dass ihr Winterpause Also macht? erstens ist es ja so, dass wir alle im Winter, ich sag mal nicht auf Sparflamme fahren, sondern da gehen wir alle ja auch in Urlaub, ne? Weil da früher nicht so viel los war. Und dann haben wir festgestellt, so in der Woche ist der Bedarf einfach nicht da. Und dann kommt hinzu, also wenn jemand jetzt mit einer Gruppe fahren möchte oder so, dann soll er uns einfach ansprechen. Dann könnte man drüber überlegen, ne? Wenn dann die Kapazitäten das auch freigeben, eine Fleet Charter zu buchen. Das Problem ist aber auch, Winterzeit ist oft auch die Sturmflutzeit. Ne? Früher hat man ja immer gesagt, 6 Wochen vor Weihnachten, 6 Wochen nach Weihnachten ist Sturmflutgefahr. Und dann kommt auch hinzu, dass der Boden kalt ist und alles schön friert und daher kann er kein Wasser aufnehmen. Und wenn das natürlich so regnet, so wie heute, dann... Was ist denn da hinten eigentlich los an Deck? Am Pooldeck? Keine Ahnung. Ja, jedenfalls kann das dann sein, dass eben das Regenwasser nicht im Boden versickern kann. Und da muss die Schleuse das Regenwasser über die Kammern halt ablassen. Ne? Wir haben ja nebenan ein riesiges Pumpenhaus. Und dann gibt es ja auch noch Wehre. Ne? Zum Beispiel hier neben der Rathausschleuse sieht man das immer ganz gut. Und die werden dann halt aufgemacht, wenn der Wasserstand im Hafen niedriger als im Fleet ist. Und in der Zeit ist natürlich überhaupt nicht an ein Befahren der Flete zu denken. Und dann wird gesperrt und dann ist es immer sehr ärgerlich, wenn wir dann den Kunden sagen müssen, ja, es tut uns leid, ne? Wir können nicht fahren und wir können dann auch nicht ausweichen, weil wir dann einmal in die Nachtschleusung und so reinkommen. Und da haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir es eben halt nur im Sommerhalbjahr in der Saison. Also falls ihr da Bock habt, ich habe unter dem Stream Barkassen Ehlers verlinkt Gerne. und gibt auch einen Gutscheincode. 10%. Gilt auch für Fletfahrten, oder? Ja, Ja. genau. Das hat jetzt seinen eigenen. Ja. HHL10. Also. Ja, und
passt schon ungefähr das Wasser. Das heißt, jeden Moment müsste eigentlich das Tor aufgehen. Ja, wir haben noch ein bisschen. Leon, möchtest du unterschreiben einmal? Oder soll ich machen? Ach, muss man unterschreiben? Dann, Ja, ich halte dich. Warte, ich hab. Ja, das ist ja alles die Zeit, die wir sparen heute, ne? Guck, das Tor geht vorne auf. mit was für Tiefgängen kann man hier so Hängt vom fahren? In den Wasserstand ab. Hängt vom Wasserstand auf der Elbe ab. Ne? Wir müssen über den Trempel rüber. Und ich meine, es gibt ja hier so kleine Schlepper oder auch Behördenfahrzeuge, die shooten und so, die haben schon mehr Tiefgang als wir. So 1,50 Meter vielleicht. Die Fleete haben Wassertiefen so von 2,5 Meter. Ah, okay. Das sieht übel aus, wenn wir da rausfahren gleich. Ja, Da kommt Regen von der Seite. ja, wir Und haben ja von ein paar vorne. Brücken, wo wir durchfahren. Dann passt das schon. So, dann mal wieder Rinder. Kannst losmachen? Ich danke dir. Aber nur für dich. So Magst du ruhig hier einmal drin. abdrücken? Habt ihr die alle rausgeschickt? Einmal ein bisschen mit dem Fuß drücken, so wie auch wenn wir ein neues Boogie haben. Alle Wir am haben Essen. unser menschliches Bugstrahlruder. Ja, hier rechts, das ist dann ein Teil der Hamburg-Flotte. Ja, das sind dann hier eben Inspektionsschlepperkassen, Ja. die auf die Alster raufkommen. Ja. Und der Brückenkieger, der fährt dann eben halt auch manchmal im Hafen und guckt dann unter den Brücken nach. Jetzt mal zur Orientierung. fahren Sind wir gen hier Norden. Stadthausbrücke ungefähr? Oder? Stadthausbrücke ist gleich die übernächste Brücke. Aber die eigentliche Stadthausbrücke, da fahren wir gleich durch, die ist im Parallelfleet. Ah, okay. Ja, ich finde auf dem Wasser, also ich verliere sofort die Orientierung. Deshalb muss ich jetzt mal fragen. Ja. So, die nächste Brücke, die du siehst, das ist die Slamatienbrücke. Und über uns läuft die Ludwig-Erhard-Straße entlang. Ne? Eine wichtige Verkehrsstraße in Hamburg, die ja nach dem Krieg errichtet worden ist. Ehemalige Ost-West-Straße. Ja, wenn wir uns hier umgucken, also so wirklich viele alte Häuser sieht man nicht. Es gibt natürlich überall Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Hier auf der rechten Seite, ne? Da siehst du, Rechte Seite. genau, okay. rechte Seite, das Gebäude von der also ehemalige Gebäude der Oberfinanzdirektion, ist heute ein Suitenhotel. Ja, und das ist die Heiligengeistbrücke vor uns. Ja, nach dem Heiligen Geist Hospiz benannt, was hier früher gestanden hat. Mal gucken. Ach, hier kann ich ja so ein bisschen. Aushalten. Genau. Ist natürlich bei gutem Wetter dann hinten auf dem Freideck Mega. nochmal ganz Ja, anders. natürlich. Also da kann man das nochmal ganz anders genießen.
Natürlich. Aber ich wollte jetzt auch so ein bisschen Infos von Claudia haben. Normalerweise hast du ja Mikro und erzählst dann den Gästen ein bisschen, ne? Natürlich. Ja. Kannst du mal eine Durchsage machen, dass Rauchen hinten auf dem Freideck verboten ist? Okay. Eine Durchsage von Paddy, das Rauchen auf dem Freideck ist Achtern verboten. Ja, Spaß muss natürlich sein. Ja, das Lustige ist, ich glaube, Ja. die glauben das jetzt. Meinst du? Die kriegen nicht mit, dass das Spaß ist. Okay, da ist gar keiner draußen hinten, guck mal. Ich weiß gar nicht, hast du Raucher an Bord? Ja, Gut. also ich war auch jahrelang Raucher und hab's jetzt aber tatsächlich mal wieder aufgehört. Ja, ist vernünftig. Das ist, es ist so ein leidiges Thema. Ich sage ja einmal Raucher, immer Raucher und man muss dann vom Kopf her, Du musst bereit dazu sein. muss man halt sagen, komm, ich höre jetzt auf, aber ich kann, also da ich halt selber geraucht habe, kann ich auch jeden verstehen, der raucht. Ja. Na, also ich bin da jetzt auch nicht so ein Militanter, der dann sagt, nee, geht nicht. Mir ist natürlich völlig bewusst, dass das Ja. eigentlich totaler Schwachsinn ist zu rauchen, aber Natürlich. es Man ist halt, tut's trotzdem es ist halt eine Sucht. Genau. Ne? Eben wie alles andere ja auch. Ich meine, selbst Schokolade ist eine Sucht. Ja, hier rechts haben wir eine große Baustelle gehabt. Die können wir nachher auf dem Rückweg noch mal ganz gut sehen, ne? Weil du passt das da mit der Kamera. Und zwar das ehemalige Sophie-Hotel haben sie abgerissen. Ganz früh war mal das Pajero-Abend dabei gewesen. Das zeige ich euch dann nochmal auf dem Rückweg. Und hier rechts haben sie auch ganz viel umgebaut. Das war früher mal das Gebäude von einer Hypo-Vereinsbank gewesen. Und da ist jetzt das Bucerius Kunstforum eingezogen und auch ja, so Geschäfte wie Ladatsch und Oelke, die früher an den Alsterarkaden und so gewesen sind. Aber das heißt, wir sind ja jetzt schon am Rathaus, Wir oder? sind Weil ich jetzt sehe schon da am vorne, Rathaus. sehe ich doch schon die Alsterarkaden. Richtig. Wo sammeln wir jetzt unsere Hinter der Nachspiele Schleuse. ein? Okay. Hinter der Schleuse. Ach, die Treppe ist da, wo auch diese große halbrunde Treppe, Ja, genau. da wo auch das Wo die Schwäne immer gefüttert und wo das werden. Kriegsdenkmal ist. Genau, das ist ja schon gleich hier vorne das Kriegsdenkmal. Ja, die ist ursprünglich wesentlich älter, die Rathausschleuse, ist dann aber auch dann nachher hier, ich glaube so 7 Jahre später als die Schartorschleuse umgebaut worden. Ja, wer guckt da raus? Und Moin! Oh, der Wolpertinger raidet. Moin, 38 Raider, herzlich willkommen. Und das ist jetzt die Rathausschleuse. genau. Dann gehe ich doch noch mal raus. Ja, mach das. Nur wenn wir oben sind, auf den Koffer aufpassen. Okay. Wir gehen ganz schön nach oben. Guck hier, schon wieder alle ja. beim Essen erwischt. 1,5 Meter. Ja, Schon wieder jemand hat. ja, ich wollte mal. Und Rainer, wie ist so eine kleine Bootsfahrt? Ja, das ist lustig. Kann man machen, oder? Ja, ja. Hast du den Chat im Griff? Ich glaube, die werden teilweise ein bisschen Ich frech. ignoriere die manchmal. Ja. Also oft, eigentlich immer. Du sollst aufhören zu rauchen. Das finde ich auch. Das war, glaube ich, mein Becher, ne? Das war Leons einer, genau. Ja. Aber ein bisschen Spaß muss doch sein, oder? Natürlich. Ach, guck mal, noch ein Raid. Mayo 76. Moin, ihr Lieben. Das ist echt verrückt. Aber fahren wir denn? Ach stimmt, wenn wir hier rausfahren, sind wir sofort Wir da sind an schon der seit Treppe, da wo auch 15 die Minuten Schwäne auf der immer sind. Alster. Das gehört alles Genau. zur Eisterschaft. Ja. Aber fahren wir Das ist so dann komisch, ich will jetzt immer Nein, nur sagen auf die kleine Schwane als Alster. Mehrzahl. Weil ich habe mir angewöhnt, dass die Mehrzahl von Kran Krane ist. Und dann gehen wir in Ecken rein. Und jetzt bin ich wo ihr irgendwie nie Schwan, vermuten würdet, Schwan. dass wir da Aber hingehen. es sind ja Schwäne. Ich bin gespannt. Nicht? Also ich habe es mal von außen gesehen. Das sieht schon ganz spektakulär aus. Weil viel Platz ist nicht so zwischen Wand und Wand. Nee, ich habe ja dein Foto für die Story Das heute Tor missbraucht. zu. Schnell nochmal einen Blick. Ja, das war dein Foto. Stimmt, dich hätte ich auch noch markieren müssen. Alles gut. Ich bin ja schon mal ganz froh, dass ich mir rieche.
Ja, über uns ist ja auch eine Brücke. Genau, gleiches Spiel wie eben. Ja, oder vorne Gehen kommt jetzt noch noch den Rest hoch aufs Alsterniveau. Ja. Dann sind wir. Mal Wie viel, mal wie viel haben wir da so aber im Schnitt? Also ich meine, ist Tide-abhängig, klar, aber geschätzt sind wir jetzt schon so 2,5 Meter, oder? Ja, also bei jeder Schleuse machen wir schon. Jetzt hier nochmal 1,50, glaube ich, ne? Wie viel Ja, haben wir hier? je nachdem, so 1,40, je nach Wasserhaltung auf der Alster. Also wir sprechen halt schon über irgendwas 1 bis 2 Meter Minimum. Minimum. Okay. Also hängt von den Wasserständen in der Elbe ab. Also hier ist der Wasserstand immer gleich, ne? Plus Geht ja minus nur 10 darum, dass die Zentimeter. Zuschauer mal, Genau. weil du hast ja zum Beispiel im Nordostseekanal, hast ja teilweise in den Schleusen paar Zentimeter, ne? Ja, richtig. Kann hier auch, also Schadhorschleuse auch passieren, wenn wir auf dem Rückweg ja erleben, da geht es wahrscheinlich in die andere Richtung. Und im Extremfall habe ich, glaube ich, einen Hub von der Elbe bis zur kleinen Alster von 4,5 Meter gehabt. Ich hätte unheimlich gerne meine 360-Grad-Kamera mitgenommen und dann die ganze Fahrt damit gefilmt. Aber durch den Regen, das Doofe ist, die hat so halbrunde Gläser und dann hast du immer Wassertropfen drauf. Ah, okay. Aber ich glaube, ich komme noch mal mit irgendwann. Ja, gerne. Claudia, wenn du noch mal fährst, dass wir dann noch mal bei schönem Wetter das mit so einer 360-Grad-Kamera machen. Ich glaube, das könnte richtig cool sein. Ja. Naja, solange Ja, die du, man Kamera kann die nicht ja- höher als der Schornstein ist, geht das doch Man alles. kann die ja nach vorne raus machen. Die muss ja gar nicht unbedingt oben drauf sein. Ne? Ach, guck mal, und da sind auch schon die Alster-Schwäne. Schwane. Da kommt ja sogar Sonne raus. Und da rechts müssten dann gleich die Jungs stehen. Ne? Ach, guck mal, da hinten stehen ja schon welche. Das sind sie bestimmt. Da im Hintergrund. Für dann Alsterschwäne. Sag mal, wie kann das eigentlich sein, dass Brigitte im Chat schreibt und da hinten auch noch am Lachen ist? Gibt es da mehrere von? Ihre Zwillingsschwester, von der sie uns nichts erzählt hat. Unsere verrückte Nudel, ne? Ja, in der Tat. Ja. Ja, seit letzter Woche sind ja auch die Alsterschwäne zurück. Genau. Die sind ja immer im Winterquartier, werden da also untergebracht. Und es gibt ja, für die, die das nicht wissen, es gibt richtig einen Schwanenvater. Genau. Weißt du, wie viele wir ungefähr haben? An Schwänen? Ja. Also früher waren es mal weit über 150. Und ich hatte, ich glaube, im letzten Jahr mal mit einem Mitarbeiter vom Schwarmwesen gesprochen. Und ich glaube, jetzt sind es leider nur noch 80, weil ich glaube, wir haben letztes Jahr eine Vogelgrippe oder sowas gehabt und da sind leider einige verendet. Oh ja, langsam wird es eng oben. Ja. Ein bisschen geht auch noch nach oben. Also so 20 Zentimeter ungefähr. Spannend ist natürlich dann, wenn wir in der Westkammer liegen, weil die Brücke schräge ist über uns. Ah, ach stimmt, die fällt ein bisschen ab nach hinten, Ja. ne? Genau. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt auf dem Kamerabild. Da geht es so ein bisschen runter. Ja. Der Wesselfeinde hat uns verloren, schreibt gerade jemand. Kann sein, dass hier nirgendwo mehr AIS-Stationen sind. Ja, ist oft so. Wir haben immer Störungen durch die Brücken. Okay. Tor geht runter. So, Tor geht auf. Und dann sammeln wir gleich mal die Jungs ein. Das ist Mucki. Oh, die haben neue Schlängel hier bekommen. Oder die sind gereinigt worden. Eins von beiden. Junge, Junge, was ist hier schon wieder los im Chat? Der Jolle, 7 Monate. Katrin Kästner verschenkt eine Mitgliedschaft. Der Alex ist seit 15 Monaten dabei. Er sagt, für seriös haben wir nicht unterschrieben. Ja. Manu verschenkt 5 Mitgliedschaften und noch eine extra für Rainer von Druckverlust. Manu, danke dir. Actros, 2 Monate dabei auf Twitch. Herzlichen Dank. Oh, bei Twitch geht richtig die Post ab. Schwarzbart Jürgen, 5 Subs. Gasti Lurksalot, auch nochmal 5 Subs.
Und Lev Manu verschenkt auch noch an Queenie einen Sub. Mensch, jetzt haben wir bald die ganze Rainer-Gang hier bei uns. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Annette Wasner schickt 10 Euro Superchat. Nee, nochmal 10. Annette, Mensch, 20 Euro. Vielen, vielen Dank. Gute Fahrt wünscht sie uns und liebe Grüße an alle. Dann haben wir Leon, der ist jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Lacklecker lässt 100 Bits da. Und Boogie Boo ist im 8. Monat dabei. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Vor Schweden habe ich ja Angst. Ich auch. Wie viele Meter müssen da jetzt gut gemacht werden? Hatten wir gerade schon, also Ach so, wir okay. sprechen so über, also hängt von der Tide ab, aber so irgendwas mit 2 Meter, je nach Wasserstand. Mach das Tor auf, ich treib hier weg. Also du musst jetzt auf die Ampel warten, ne? Ja. Weil man sieht natürlich jetzt nicht, was unter Wasser mit dem Tor ist, wie weit das schon auf ist. Also laut, jetzt ist grün. Jetzt ist auf. Ja. Ja, das Gute ist, wir haben ja ein neues Buggy bekommen auf der Birgit. Ja, und bei Wind ist das natürlich ein super toller Vorteil. Ne? Bei Schlechtwetter, da kann man dann natürlich auch mal, bei gutem Wetter kann man ohne fahren. Rainer, willst du in den Führerstand kommen? Du bist jederzeit, also dich kriegen wir hier noch unter, so einen kleinen schlanken Mann. Ja, schlank, genau. Vielleicht, Machen wir Abholservice, ne? vielleicht hört man dich auch, wir haben zwar nur 2 Mikros, aber ich denke, du hast so eine sonore Stimme. Ja, Ach, du ahnst es nicht. Ja. Ja, guck mal, da stehen sie schon und winken. Ja, die haben nicht vorbeigewunken, du konntest Gas geben. Also, Ja, okay. ich habe doch gesagt, die sollen schon ins Wasser springen. Ja. Die machen auch nichts, was man denen sagt. Oh nein, wie süß ist das denn? Mach mal schnell, geh mal nach hinten, Steh ich im Weg? Nee, ich habe nur geguckt. was- Sag mal, was hast du eigentlich für Leute mitgebracht? Ne? Jetzt sehe ich hier im Chat, oh je, jetzt naht das Ende. Jetzt naht das. Kaum ist Rainer hier. Ach, guck mal, da stehen sie, die Jungs. Chat, wenn wir gleich weiterfahren, muss ich wieder in die Mitte, sonst hat er Bootschlagseite. Wer gestern den Stream gesehen hat, da ist der Torben dabei, der gestern die große Typhon-Party gefeiert hat. Schiffsmechaniker, Azubi. Also wenn irgendwas mit der Barkasse ist, haben wir jetzt auch einen Schiffsmechaniker. Sollen wir euch mal einsammeln? Die Ausgesetzten. Da wollen wir euch mal Also fürs Horn gibt es hier keinen Seilzug, ne? Das Boot ist unfahrbar. Ja, ich bin immer offen für lautere Typhone. Darf ich hier einmal? Schwester Hansen ist immer im Weg, immer. Das ist aber auch ein komischer Service hier. Alles muss hier. Moin, ihr Lieben. Ja, stimmt. Ich habe versucht, bei den Katzen abzurichten, hat nicht funktioniert. Nee. Das war's. Wenn die fit sind, ist es egal, nur die müssen nach vorne herkommen. Das ne? sind Die alles können Seeleute, für einsteigen. die brauchst du nicht Ja, brauchen wir nicht festmachen. festmachen, aber vorne Die sollen mit einsteigen. Anlauf springen. Hätten die nicht während der Fahrt auch aufspringen können? Ja, ich fand ja auch deine Idee mit dem Schwimmen sehr Fand ich gut. auch gut. Ja. 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 Hier, der Hupenmeister. Der Hupenmeister. Mensch, Torben, du siehst so erholt aus. Du hast doch nicht gearbeitet. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Guck mal, was er gut Farbe hat. Also der hat, wie lange war der unterwegs? 10 Wochen hat er nur Urlaub gemacht. Ja, Dann kommt mal an Bord vorsichtig. so. Moin, ihr Lieben. Und weiter geht's dann schon. Ich sehe gerade, wir haben eine ganze Menge Geburtstagskinder. Jetzt muss ich doch tatsächlich mal probieren, ob ich hier im Blindflug ein Geburtstagshorn raushauen kann.
Ihr müsst mir gleich mal Feedback geben, ob das wirklich gespielt wurde, weil ich das nämlich hier leider nicht sehen kann. Aber ich sage mal Happy Birthday, ihr Lieben. Das hat wohl geklappt. Wow, jetzt kommt die Sonne. Hat das einen Grund, warum wir mit der Backbordseite angelegt haben? Da ist die Tür. Habt ihr nicht auf beiden Seiten eine Tür? Nee, Oder? nur die Anita hat auf beiden Seiten eine Tür. Alles klar. Okay, war leise. Das ja gut, okay. Fahren wir jetzt schon zurück wieder? Ja. Achso, ich dachte, also richtig auf die Alster drauf dürfen wir nicht. Dürfen ne? wir nicht, genau. Dürfen wir nicht. Ach, das Das ist ja das Thema, schade. was wir eben schon gesagt Ja. haben, ne? Dass halt dort oben nur die Alster-Touristik motorisiert fahren darf oder eben halt dann auch Ruderboot-Begleitfahrzeuge, Behördenfahrzeuge, ne? Oder auch. Ich würde dir mal kurz das Mikro klauen, damit das Ja. keine Störgeräusche gibt. Ich würde nämlich jetzt bei dem schönen Wetter gerne einmal hinten aufs Freideck gehen Ja, mach das und gerne. komme dann gleich Kommst wieder. aber wieder. Genau. Ja, nur ich weiß nicht, ob das Mikro dann hier durch das Schiff könnte stören. So, ihr Lieben. Ja, aber erst September. Ach, guck mal hier. Das habe ich schon gemacht. So, hier. Zack. Ich musste das Mikro mitnehmen, weil ich nicht weiß, ob das stört, wenn Claudia das vorne hat. Und ich wollte jetzt noch einmal hier hinten vom Freideck rausfilmen. Dann mache ich da einen Mikrofonständer. Kein Problem. Genau. Haben wir gerade wir haben glaube ich gerade ein Bildproblem. Aha. Ja, ich glaube, wir haben gerade ein Bildproblem. Ja, ja. Lass mich mal kurz gucken. Ach, das, okay, alles klar. Moment. Soll ich dir die Kamera kurz abnehmen, damit du tippen kannst? Moment. Wieder irgendein Knopf zu viel gedrückt. Oh, na ja. Ja, ich hatte eine Shitmöwe gerade im Bild. Sorry, Leute. Sorry. Bild war nicht. Hast du wieder den Stream kaputt gemacht? Ja, ich habe den Stream wieder kaputt gemacht. Kennst du das, wenn man zu viele Knöpfe hat, die man drücken kann? Ich weiß. Und Aber das triggert ja auch, ne? Man muss die auch drücken. Und jeder macht was anderes, ne? Ja, genau. Egal, ob man weiß, wofür oder nicht. ja, Tor geht schon wieder zu hier von der Rathausschleuse. Gibt es hier irgendeine Verbindung zu den Kontorhäusern, so mit den Fleten, Ben? Also Hast du zur da Zeit der irgendwas- Kontorhäuser wurde auch das Gebäude hier auf der linken Hand gebaut. Wo die Alster-Arkaden jetzt drin Genau. sind? Ich kann dir jetzt nur nicht sagen, wer es gebaut hat, aber das ist in dem Zuge mit entstanden. Und gehört auch, also sind auch Kontorhäuser mit angeschlossen in diesem Gesamtbau. Aber ich kann dir leider nicht mehr sagen, wer es gemacht hat. Wir haben in Hamburg ja auch vor dem großen Brand von 1842 über 30 Flete gehabt. Die hat man dann nach dem Brand von 1842 zugeschüttet. Größtenteils ist nicht mehr so viel erhalten. Und hat dann da letztendlich normale befestigte Straßen draus gemacht. Und die Speicherstadt zum Beispiel hat nur noch 6 Flete selber. Was jetzt die Innenstadt genau an Fletenmenge noch hat, das weiß Claudia bestimmt. Ja.
Aber man findet doch immer wieder so vereinzelt Fläte und teilweise hier halt auch in der Innenstadt so ein bisschen Gastronomie. Ja. Also da gibt es einige echt schöne Läden, wo man dann auch wirklich ganz nett sitzen kann. Wir werden das wahrscheinlich auch gleich sehen, wenn wir die anderen Fleete fahren, dass man von der Fleetseite her relativ einfache Fassaden sehen wird und dann zur Straßenseite hin durchaus opulentere. Weil wir haben ja hier auch den Neuen Wall, Alter Wall und so, das sind ja auch alles Bereiche gewesen, wo Kontorhäuser standen. Und zur Wasserseite hat man sie einfacher gebaut und eben halt häufig auch schon mit Backsteinen. Weißt du, ob Alter Wall, Neuer Wall, ob das wirklich damals Wallanlagen da waren, also zur Stadtbefestigung? Ganz genau kann ich es dir nicht sagen. Ich weiß aber, dass hinten, wo die Lombardsbrücke ist und die Kennedy-Brücke, da war damals also kann man von hier aus nicht sehen, müsste man halt auf die Alster rausfahren, auf die Binnenalster, dann könnte man sie sehen. Da ist der Verlauf der alten Wallanlage gewesen und da hat man damals dann auch eine alte Kornmühle gehabt. Und der Jungfernstieg ist eigentlich auch ein Teil eines alten Walls, der dann letztendlich zum Jungfernstieg umgebaut worden ist. Okay. Aber den Geschichtsbereich habe ich jetzt leider nicht mehr ganz so parat. Du, war auch ein bisschen überfallmäßig, also insofern. Du, ich nehme dir das Mikro mal wieder ab und gehe mal wieder vorne zu Claudia. Schmeckt es euch? Sehr lecker, Ja. herrlich. Dir auch. Schmeckt es allen? Ja. Du kommst gar nicht zum Essen hier. Sag mal, sind das Franzbrötchen mit Streusel? Ja, aber nicht mehr lange. Auch nicht mehr lange. Nimm mal dein Mikro wieder. Okay. Moment, erstmal muss ich das hier. Wir nehmen die alle. Kannst du mal ganz kurz die Kamera halten, Basti? Danke dir. Dieses kleine Mikro ist nicht für die dicken Hoodies gemacht. So. Ja, du hast die Kamera, ich esse das Franzbrötchen. Genau. So. Guck mal, Tor geht schon auf. La Paloma hier wieder. Kann ich Folie weg? Ja, danke dir. Wir sind jetzt tatsächlich auch mehr als 1,5 Meter geschleust worden, weil die weniger Wasser am Fleet haben. Jo. Also hier ist gerade eine Frage, was es denn kosten würde, überhaupt so eine Barkasse bei euch zu chartern. Das sind demnächst wohl ein paar Jungs hier. Ich glaube, was so Preise angeht, am besten einfach Im mal Büro anfragen. direkt im Büro einfach mal anfragen. Genau. Weil da gibt es so viele Variablen ja auch. Ne? Das hängt ja erstmal mit der Größe des Schiffes ab und von der Tageszeit, ob Wochenende ist und so. Ob man den Claudia-Zuschlag zahlen muss. Genau. Oder den Leon-Zuschlag, wenn er doch noch mit soll. Also wir Charteranfragen einfach mal direkt Büro. Genau. Ist auch alles super familiär und unkompliziert bei ELAS. Genau. Einfach anrufen per Telefon. Genau, alles auf der Webseite. Genau. Oder per E-Mail schreiben. Genau. www.barkassenzentrale. Ich glaube, ich habe euch, ich habe euch auch verlinkt unter dem Stream. Erreicht man dann in der Regel entweder meine Cousine Anita oder meine Tante Bettina. Die sind dann da im Büro und kümmern sich um die Buchung und Charteranfragen. So, jetzt wird spannend, Adi. Ja, ich hole mal ganz schnell einen Akku. Ich beuge hier mal einem Stromnotstand vor. Mhm. So. Was wird denn jetzt genau spannend? Wir gehen in Hamburgs kleinste Wasserstraße hinein. Okay. Mhm. Und ach, hier rechts jetzt? Jo. Da rechts fahren wir rein? Ja, natürlich. Nee. Aber ich bin noch die Einzige, die da reinfährt. Ich glaube, Ian macht das manchmal.
Und wenn die anderen Kollegen mich ablösen, die haben dann immer irgendwelche Ausreden und sagen, da sind Baustelle. Oh, das muss ich mir aber jetzt mal hier von... Deswegen sagte ich ja. Ich gucke mir das mal hier von draußen an. Ja. Wir fahren jetzt... Also sag mal, Schwester Hansen. Kannst du nicht mal mit Rainer heimlich eine rauchen? Nee. Also wir stehen jetzt hier auch völlig quer in diesem Fleet. Oh, der Wind ist heute hier richtig kacke. Ja, Paddy, du siehst, ich muss ein bisschen kämpfen hier, ne? Aber wir kriegen das hin. Ich kann dich zwar nicht hören, Claudia, aber der Chat kann dich hören. Okay. Es kann poltern. Lukas, Queen Victoria machen wir heute Abend ein bisschen vom Wetter abhängig. Respekt, Claudia. Boah, ist das cool. Also das ist schon abgefahren, oder? Oh, ich hoffe, der Empfang ist nicht gleich weg hier unter der Brücke. Ach, guck mal, interessant. Hast du das gerade gesehen? Da waren so Elemente quasi in der Brücke drin, wo Licht eingefallen ist. Dadurch war das jetzt nicht so stockduster unter der Brücke. Ich glaube, der Stream hat es aber gepackt hier ohne Ruckler. Ja, und Thema Gastronomie, also hier ist zum Beispiel sowas. Ne? Das ist hier in dem Fleet. Ich weiß gar nicht genau, wie die Gastronomie da heißt. Voll cool, Ben, oder? Das ist eine enge Kiste. Also, also hier durchzufahren ist schon... Macht Spaß. Das ist, ja. Ich frage mal Remo, sag mal Remo, haben wir irgendeine wichtige Frage oder so? Ich habe, glaube ich, ganz wenig Chat gelesen. Hast du irgendwas... Okay. Also falls du irgendwas Wichtiges, Interessantes hast, schrei ruhig dazwischen. Wir haben heute eine Barkasse voll Moderatoren. Richtig feinfühlig. Ne? Ja, es ist halt der Wind auch heute, ne? Macht das Ganze dann nicht einfacher. Ja, und obwohl das hier ein bisschen windgeschützt ist, es zieht doch irgendwie durch. Teilweise mehr als im Hafen, weil im Hafen kommt der Wind aus einer konstanten Richtung und durch die Häuser haben wir hier natürlich wechselnde Winde auch. Ah, okay. Ben, du passt auf deinen Kopf auf. Ich pass auf meinen Kopf auf. Hinten auch nicht erhöht stehen. Passiert nichts. Okay. Das ist ja die Königsdisziplin in der Fleetfahrt hier durchzukommen. Also, das glaube ich. Und wir haben weniger Wasser am Fleet, 10 cm, die können viel ausmachen. Ben kriegt gerade eine neue Frisur. Ja, ich will mal hier einmal die... reingegangen. Da habt ihr einmal kurz noch gesehen, wie eng das war. Ja, jetzt Willst sind du wir, was zeigen? ja, wir sind schon durch, aber... Wir fahren den gleichen Weg zurück, Paddy. Ach, wir müssen noch mal zurück? Okay. Ja, dann ist beim nächsten Mal... Also Second Chance.
Gucken wir mal, ob wir die Kamera dazwischen bekommen. Hast du einen Helm dabei? Ja, Mensch, ich muss mal ein dickes Dankeschön sagen, dass ihr so zahlreich dabei seid. Also ich glaube, da freuen wir uns alle drüber. Nicht nur wir von Hamburg Hafen Live, sondern auch ELAS. Claudia, 3500 Zuschauer hast du. Wow. Auf Twitch und YouTube gemeinsam. Vielen lieben Dank. Ja, bei dem Wetter. Wie heißt denn das Fleet jetzt hier? Das ist das Bleichenfleet, ne, aber benannt nach den Waschfrauen, die hier ihre Wäsche gebleicht haben. Und jetzt fahren wir durch die Stadthausbrücke durch. Du hast mich ja eben gefragt nach der Stadthausbrücke. Jetzt kommt erstmal hier die Empfangschallenge. Mal gucken, ob wir gleich weg sind. Ja, stimmt. Oder ob wir... Also vom AIS sind wir auf alle Fälle weg. Ja, das zeigt ja bei mir auch immer Störfrequenzen an. Selbst in der Speicherstadt haben wir ja immer Unterbrechung. Und ab der Stadthausbrücke heißt das Fleet dann auch Herrengrabenfleet. Ja, und vor uns ist die älteste Brücke, die ich euch zeigen kann heute. Die Ellantorbrücke. Es gibt noch eine Brücke, die ist ein bisschen älter. Da müssen wir gucken, ob wir hinkommen. Ich befürchte nicht wegen dem Wasserstand. Die ist aber auch hübsch hier mit den Ja, Bögen. total. Total. 1668 gebaut. Eine der ersten Infos natürlich auch bei jeder Stadt- und Hafenrundfahrt. Hamburg hat mehr Brücken als Amsterdam und Venedig zusammen. Richtig. Ich glaube über 250. 2500. 2500, nicht Genau. 250, sorry. Aber 2,5 war schon nicht schlecht. Ja, genau. Man sagt ja, glaube ich, sogar, wir sind die Brückenreisestadt Europas. Liegen hinter New York. Und genaue Zahlen kann euch auch niemand sagen, ne, weil manche Brücken gezählt werden, obwohl sie schon lange nicht mehr existieren und manche schon neu gebaut worden sind und die sind noch nicht gezählt worden. Es gibt zu viele Zuständigkeiten hier in Hamburg. Ach, und da hinten kommen wir jetzt nicht durch? Genau. Oder so weit? Also da hinten würden wir nicht mehr drehen können. Ich könnte jetzt auch hinter der Brücke drehen, aber das ist hier mal so ganz entspannt. Dann können die schön gucken auf die Gäste. Und wenn wir hier links weiterfahren würden, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, wenn du vielleicht nach hinten gehst, durch die Schleuse durch, da geht es dann weiter zum Baumwallsperrwerk. Ah, okay. Genau, und dann würde man bei uns an der Station wieder rauskommen. Stimmt, hinterm Baumwall, da ist ja ein so ein großes Sperrwerk. Das ist Genau. das ist auch ein bisschen moderner, kann das sein? Das ist genauso alt wie die Schadtower-Schleuse, nur eben dadurch, dass die Hochwasserpromenade erneuert worden ist, wirkt das moderner. Ja, stimmt. Genau. Und unter uns läuft die S-Bahn lang. Wir haben ja einmal im Jahr Fledlerlauf. Und dann werden hier die ganzen Mauern und alles kontrolliert. Und vor allen Dingen wird hier der S-Bahn-Tunnel kontrolliert, der unter uns ist. Und das ist auch der Grund, warum wir eben nur bei gewissen Wasserständen hier in der Mittelhaltung im Fleet fahren können. Also wenn der Wasserstand jetzt 1 Meter tiefer ist wegen Baustelle, dann sperren sie die Fleete für die Schifffahrt. So, ich habe hier noch eine Frage von YouTube, vom Detlef. Die klassische Landrattenfrage. Wozu sind die ganzen Österreich-Fahnen an den Brücken? Die ist ja süß, die Frage. Die ist ja niedlich. Also ich zeige es euch auch mal. Die Österreich-Fahnen, die sind da. Genau. Die Durchfahrt verboten, Österreicher, richtig? Richtig. Die Österreicher haben unsere Brücken gekauft. Ja, also das heißt Durchfahrt verboten. Genau. Sieht man sehr häufig an Brücken. Das heißt ganz einfach, fahr bitte genau in der Mitte durch. Ja, oder dreh um, ne? Je nachdem. Oder dreh um, ganz genau. Genau. Hat manchmal auch gar nicht so unbedingt mit der Brücke zu tun, sondern eher vielleicht auch mit dem Wasserstand. Genau. Jetzt, also hier jetzt speziell. Also ne? hier ist es tatsächlich wasserstandsabhängig. Unter den Brücken, da sind Böschungen. Also das sieht man dann auch, wenn wir Fledlerlauf haben, dass das dann alles hier trocken fällt. Also da ist vielleicht 1,5 Meter Wasser, wenn überhaupt. Also ich muss sagen, ich bin gerade begeistert von der Fleetfahrt, weil, also Speicherstadt kenne ich ja, aber das hier ist eine völlig andere Perspektive. Oben, also die Straßen, die Ecken kenne ich, überall schon zigmal lang gelaufen. Ja, natürlich.
Jetzt fall da nicht hinten rüber. Ja, Dirk. Torben, der Oberhuper, ist auch an Bord. Torben, hier wird gerade gefragt, ob du an Bord bist und ob du schon schläfst. Torben ist auch da. Ja, mega Aktion gestern, Torben. Also wir haben uns sehr gefreut. Also Aber du hast dich auch gefreut, ne? Ja. Das hat man gesehen. ja, wenn ihr es nicht gesehen habt, gestern den Stream, also es war schon klasse. Torben kam von seiner vorerst letzten Reise zurück und durfte einmal so richtig den Typhon-Knopf drücken auf der Callao Express. Am meisten freue ich mich gerade, dass der Stream unter der Brücke nicht zusammenbricht. Das ist geil, oder? Das ist geil, oder? Damit hätte ich eigentlich gerechnet. Ja, ich auch. Okay. Nächste Brücke ist deine, Paddy. Da wird es wieder flach. Ja, da gehe ich dann noch mal raus. Wahnsinn, jetzt auch der Wetterwechsel. Geil, oder? Ja. Boah, guck mal. Diese Brücken überall, ne? Hamburg hat auch mehr Brücken als Venedig, ne? War Mehr das als nicht so? Amsterdam und Mehr als Venedig. Amsterdam und Ja. Oh, wow. Ja. Wenn so ein bisschen Sonne rauskommt, dann sieht das auch gleich toll aus mit diesen alten Ja, Gebäuden. total. Aber das hast du ja auch in der Speicherstadt. Ich meine, die Leute lieben alle das Wasserschlösschen. Wenn wir keine Sonne haben, ist es ein langweiliges Motiv. Und sobald dann Licht dagegen fällt, ne, sieht schon immer ganz anders aus. So, ich mach mal langsam, damit du da hier Ja, dann gehe ich einmal raus nochmal den und Check machen kannst. wir vermessen mal, Die wir Brücke. vermessen einmal den Freiraum. Wir vermessen den Hansen Freiraum. steht schon wieder da. Ich würde schon die ganze Zeit springen, ich halte sie davon ab. Jo, jetzt gucken wir mal. Ja, aber pass auf deinen Kopf auf. Ja, ja. Nicht, dass es der letzte Gleich gibt's Stream kurz wird. Haarfrisur. Hat jemand einen Zollstock? Oha, jetzt, wenn ich das gesagt hätte bei mir im Stream, ne? Hast du keine App? Dann hätten die gleich gemeckert. So, Wieso? Das ist Gliedermaßstab. Ja. Ich habe nur Beamten, keine Ahnung. Ich sage Zollstock und ich sage auch Schraubenzieher. Ja, ich auch. Ja. Ich sage auch Glühbirne. Ja, ganz genau. Richtig, genau so sieht's aus. Also Messlatte geht noch. Messlatte geht klar. Messlatte Auf geht jeden auch Fall, klar. Ja, ja. Ja, ihr habt das gesehen, also es ist schwer zu schätzen, aber ich sag mal mehr als 40, 50 Zentimeter waren das auf keinen Fall. Und jetzt müssen wir durch den kleinen wieder zurück. Von Callao Express, der ist doch da. Ja, ich weiß, genau. Der wünscht sich das. Ach so, das Guck, Queenie sagt das auch. Was sagt Queenie? Zollstock, Schraubenzieher, Glühbirne. Da kommt ja noch mal erschwerend dazu, dass die auch noch aus dem Osten kommt und da ist das sowieso ein bisschen anders. Also, im Leicester bin ich gut, oder? Claudia, hier ist noch eine interessante Frage, ob die Wasserwege auch noch irgendwie genutzt werden. Also haben die noch irgendwie... Beste Beispiel links, die Gerüste werden hier über Wasser rangetragen. Ach, für die Guck mal Gerüste, hier. okay. Ja, zum aber Beispiel. gibt es hier einen regelmäßigen Verkehr? Nee, also ich muss mich mal einmal ganz kurz konzentrieren. Sonst Ja. poltert das hier gleich. Gute Idee. Okay, also jetzt. Bleichenfleet, Herrengrabenfleet, eigentlich nur noch, wenn jetzt Pontons so von den Restaurants auf Werft gehen. Und Alsterfleet wird benutzt zum Beispiel für die Baggerei auf der Alster, wenn jetzt da eben halt Bäume und alles Mögliche wegtransportiert werden, aber auch hochgebracht werden halt. Ne? Also es gibt tatsächlich Anrainer oben an der Alster, die riesige Bäume sich bestellen. Na, und die kann man dann irgendwie nicht mehr über die Straße transportieren, weil sie zu lang oder was auch immer sind. Und die kommen tatsächlich über die Fleete da hoch. Und ja, ansonsten nur noch für touristische Zwecke. Was hatten denn die Fleete ursprünglich für eine Bewandtnis? War das im Prinzip einfach quasi wie eine Wasserstraße zur Versorgung, um einfach von A nach B zu kommen? Auch. Oder?
Also ursprünglich waren das ja Entwässerungsgräben und hier das neue Weilfleet, das hat man dann gebaut als Spülfleet, um den Herrengraben so ein bisschen mit Wasser zu versorgen. Ne, das sind ja aber auch Stadtgräben gewesen. Ne, wenn ihr euch mal so den Stadtplan anguckt, Alsterfleet, erste Befestigung der Stadt, Bleichenfleet, Herrengrabenfleet, die zweite Befestigungslinie der Stadt nach Westen, also Stadtgräben. Und dann hat man das dann einmal schiffbar gemacht halt, ne? Weil ich sag mal so bis vor 150 Jahren ist ja alles auf dem Wasser transportiert worden. Das sieht doch gut aus, oder nicht? Oh, Ja. ich muss dich leider verklagen, wenn du das postest. Nein. Lieber nicht. Ja, für alle, die später dazugekommen sind, wir sind die illustre Runde. Wir machen heute quasi Saisoneröffnung von der Fleetfahrt mit Barkassen-Ehlers und wir haben gesagt, wir laden einfach ein paar Freunde ein, Freunde, Familie. Viele von unseren Moderatoren sind da. Der Torben ist dabei, der gestern mit der Kajao Express reinkam, Dennis von der Elbcam, aber auch der Rainer von Druckverlust ist mit dabei. Oh, jetzt Hast du noch eine Frage? Eine Bitte. Ach so, nee. Sorry. Warte, ich geh mal aus dem Weg. Ich dachte gerade, wie soll ich denn deinen Laptop entsperren? Claudia soll den Torben mal hornen lassen. Ja. Ja, hol doch Torben mal her. Torben einmal zum Hornen, bitte. Andi, danke dir. Das nächste Community-Treffen machen wir doch hier, ne? Oder nicht? Ja, klar. Du, wir haben ja auch schon mal letztes Jahr eine Community-Fahrt gemacht. Ja. Wenn du möchtest, können wir auch eine Kombi-Community-Fahrt machen. Wir machen. Dann Druckverlust, machen wir aber so ein abgesperrtes Abteil, ne? Ja, das sind ja nur 4 Plätze. Also da müssen wir aber dann irgendwie mit Flatterband absperren, ne? Ja, das Machen reicht wir auch. Community-Fahrt Hamburghafen live Ich denke, und nie davor, das Druckverlust. reicht. Ja. Achso, ja, hier. So, hier der größte Huper auf Erden, Torben, hallo. Und du, hier wurde extra im Chat gefordert, dass Torben heute mal auf der Barkasse hupen darf. Ja, Also es heißt ja Typhon. genau. Ich weiß gar nicht, wie das Tätigkeitswort dafür ist. Weißt du das? Hupen. Horn? Ja, wir sagen immer Horn oder... Wagenhorn. Okay. Ja, Dann kannst du einmal drauf drücken. Ups. Geht überall. Süß. Nicht ganz so imposant wie die Kajao Express, aber trotzdem, Spaß macht's trotzdem. Anderes Horn. Ja. Typhonieren wird hier noch vorgeschlagen. Genau. Wo ist Leon? Leon, magst du... Achso, der hat... Matthias hatte gerade angerufen. Doreen, ganz lieben Dank. 13 Monate Speicherstadt. Doreen, wir hatten vorhin das Geburtstagshorn. Ich hoffe, das hast du mitbekommen, aber auf jeden Fall wünschen wir dir einen tollen Ehrentag. Jens Peter, ganz lieben Dank für 5 verschenkte Mitgliedschaften. Oh, der Regen kommt schon wieder von vorne diagonal. Jens Peter, Dankeschön. Manu versorgt ganz Druckverlust, jetzt auch die olle Radde mit einem Sub. Brigitte, 5 Euro Superchat, herzlichen Dank. Dann haben wir nochmal 10 Euro mit der Frage, mit dem Hinweis, bitte extra Franzbrötchen mit Streusel für Claudia und Leon. Werden wir reservieren auf jeden Fall. Und Andi der Sattelschlepper mit 5 Schweizer Franken. Dankeschön. Hier eine interessante Frage. Darf man eigentlich auch durchs Nikolai-Fleet fahren? Das ist ja dieses kleine, da wo damals der große Brand angefangen hat. Genau. Also wir gucken gleich mal, wie hoch der Wasserstand ist, wenn wir rausfahren. Ne, weil Nikolai-Fleet wird dann eben halt auch irgendwann zugemacht. Aber es sieht eigentlich gut aus, dass wir vielleicht noch mal schnell reinhuschen Vielleicht können. einmal kurz reinluschern. Ja, genau. Also wir kommen eh nur vorne an rein, weil die Holzbrücke zu niedrig sein wird, um zum Ende hochzufahren. Ne? Also bis zum Leitzreedereigebäude. Wollen wir einmal zumachen? Ja, bitte. Ja, so ein bisschen. Jetzt kommt hier gut Wind gerade. Ja, wenn das kennen wir, ne? wenn das hier falsch durchzieht einmal. Ja.
Wahnsinn, was wir heute für Wechsel haben. Ne? Eben noch schön, ich dachte, es klart auf und Sonne. Immer im Wechsel hier. Wie bei unserer Disney-Dream-Fahrt, wo uns das Gewitter dann nachher eingeholt hat. Oh, das war auch krass, Aber das oder? war Ja. richtig geil, oder? Ja, Das war wirklich krass. aber da haben wir richtig Glück gehabt. Wir waren ja zwischen den Gewittern. Ja, Daniela, was ein Sauwetter, das stimmt schon, aber irgendwie finde ich, hat es auch was. Und das Gute ist natürlich, dass man in der Barkasse dann trotzdem im Trockenen und Warmen ist. Also ich muss sagen, das ist nicht unattraktiv bei dem Wetter, oder? Also ich finde das super. Also ich finde das Wechselhafte eigentlich fast schon interessanter, als wenn du nur strahlenden Sonnenschein hast. Es kommt drauf an. Ja, ihr müsst mal sagen, ob ihr Bock habt, mal wieder auf eine Community-Fahrt. Würden wir allerdings vielleicht noch ein bisschen mit warten. Da darf es dann tatsächlich ein bisschen wärmer sein. Aber ich glaube, so zum Frühsommer hin könnte man mal wieder so eine kleine Community-Fahrt organisieren. Ach, da vorne ist das Lohmann-Haus, ne? Genau, da wart ihr ja im Slummernhaus. Wenn du einmal links neben der Schleuse guckst, da siehst du das Pumpenhaus, ne? Was wir gesagt haben, wenn Hochwasser ist und das Regenwasser aus der Alster in die Elbe abgeleitet werden Ich muss erst mal Lass einfach liegen, das ist alles egal. aufheben, was hier gerade der Wind runtergeballert hat. Mal gucken, ob ich das Fenster wieder auf... Oh, nee. Oh, boah, der Wind. Heftig. Nee, ich muss tatsächlich durchs Fenster filmen. Also das ist das Pumpenhaus und das ist wahrscheinlich auch das, was ich als so modern empfunden habe. Ja. Das ist hier, jetzt kommen wir von hinten an den Baumwall. Nee, ja, Baumwall ist ja die andere Seite, das andere Fleet. Ah, okay. Ist das hier ein Scheißweg? Ja, Stefan fragt auch, wo wir gerade sind. In der Schartorschleuse. Schartorschleuse. Weißt du, welche Straße hier lang geht? Das- Über uns der Scharsteinweg, links die Herrlichkeit und rechts, wie heißt das da? Keine Ahnung, Baumwall, im Slummernhaus. Weil auf dem AIS kann man das ja nicht. Steinhöft, Steinhöft. genau, Okay. Steinhöft, ne, wo das Slummernhaus ist, genau. Ja, und ich lasse die Maschine laufen. Ja. Ich weiß nicht, wie hoch wir gehen. Ne? Es geht nach oben. Da müssen wir mal gucken, weil wir hier nirgendwo festmachen Poseidon, können. das RT-IRL Genau. hatte ich mal eingerichtet, hatte da aber leider Oder an dem Probleme mit. gelben da halt. Und ne? ja, hab Da das kannst du irgendwie an dem nicht Bügel weiter kannst du auch nur was verfolgt. Das wäre festmachen. jetzt in der Tat heute eine coole Sache Bei dem gewesen. Wind, da mache ich nicht die Maschine aus. Nur fast kann ich mich mit dem Motor halten. Ja, wenn du hier den Zug durchziehst. Das war ja eben Wahnsinn. Ja, natürlich. Ja gut, ich meine, der Wind, der hat jetzt einfach nur den Kanal und da drückt er dann rein. Ja, genau. Ja. Das ist ja auch das, wenn man auf der Alster segeln lernt. Na, also man sagt ja immer auf der Alster, das ist eines der schwierigsten Segelreviere, durch die Fallwinde auch. Ah, okay. Und das haben wir ja hier auch. Wir haben ja auch enge Bebauung und dann kommt auf einmal irgendwie eine Schlucht oder so, so eine Häuserschlucht, die dann unterbrochen wird und dann ja, wird man dann da irgendwo um die Ecken getrieben. So wie eben bei der Einfahrt in die Schleuse. Das war ja auch nicht genau. ohne. Einmal kurz hier Fenster zu, weil es hat ja richtig durchgezogen. Ne? Ja. Ja, also der Wind war gerade einmal richtig heftig. Ja, und das merkt man natürlich dann auch, ne? Weil die Birgit hat schon eine gewisse Angriffsfläche und die hat ja keinen Tiefgang mit 1,10 Meter. Schwester Hansen, hier war noch eine wichtige Frage im Chat, wo es denn Franzbrötchen mit Streusel gibt. In unseren Mägen. Bei fast jedem Bäcker. Ja, Aber sind also- keine mehr da, oder? Nee, ich habe Die jetzt extra... Streusel ich hab waren sehr beliebt. gedacht, Mensch, hätte ich das gewusst, ne? Ach du, ich esse auch ohne Streusel. Ne? Ich habe extra gedacht, so für die Nicht-Hamburger, die müssen ja original haben. Und die hat nur noch 13 Originale und dann haben wir dann 2 mit Streusel noch dazu gemacht. Aber hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich
Hier war gerade noch mal die Frage, wie die Schleuse heißt. Und ich gehe mal aufs Schild. Das ist die Schartor-Schleuse. Fährt der Jünger mittlerweile auch schon. Weil der hat ja auch nachts, die auch hier. Und da geht das Tor Fleete auf. fahren, ne? Oder machst du das immer Vorhin sind wir weitest nicht alleine? Ja, jetzt werden wir ein bisschen Wir haben ein runtergeschleust. Pferd, zwangsweise. Achso, wir werden wieder Mario, hochgeschleust. Ah, beide Schiffer okay. kennt ihr ja In der durch kurzen Zeit. Durch die Fahrten. Ich bin Mikro an, deswegen sage ich jetzt. Also die machen das, ne? Beide. und deswegen müssen wir irgendwann, also jetzt dann wieder Deshalb müssen wir raus, ne? Weil Genau. jetzt irgendwann ist Feierabend. Genau, dann ist irgendwann hier die Brücke das Problem. Ja. Aber es sieht gut aus. Wir kommen auch ins Nico noch ein. Also das war auch der Grund, warum wir den Stream dann etwas eher gestartet Genau. haben. Alle, die sich etwas überfallen fühlten. Ursprünglich hatten wir 14:30 geplant, aber wir hatten ungefähr 1 Meter mehr Wasser als ursprünglich angenommen. Das sieht gut aus. Wir versuchen auch noch mal Nico reinzufahren. Und wir Ja, haben Mensch, natürlich auch so viel Nelly-Cruise, Glück, ganz dass lieben wir Dank. nicht Sie Speyerschiff schickt auch fahren. noch mal explizit ein Dankeschön an das ganze ELAS-Team. Es ist immer, also es macht doch echt immer Spaß mit euch. Vielen Dank. Also wolltest du Nikolai fliegen? Ich versuche Nico, ja. Und wenn wir Speyersstadt nicht reinkommen, das kennen die Leute ja alle. Nee, das kennen die ja alle auch schon. Ne? Ich will ja das zeigen, was die Fleetfahrt besonders macht. Ja, schade, dass die Schiffe noch nicht. Remo, Ja, kannst du noch einmal den ELAS-Link im Chat auslösen? Leon, magst du mal bitte die Boje wieder richtig reinmachen? Genau. Aber ich sehe, Machst du da ein bisschen- draußen regnet es immer noch. So, jetzt rein, weil sonst werden wir nass. Ja, jetzt werden wir gleich richtig nass. Ja, nass und Wind, ne? Ja, das Schleusentor, ne? Ja. Ach stimmt, vom Schleusentor tropft das ja runter. Es ist nicht nur der Regen, wenn wir rausfahren, sondern Ja. da stimmt, weil das Schleusentor gekippt wurde, tropft das da natürlich die ganze Zeit runter. Ja, Regen manchmal auch Krabben. Ja, das hätte ich natürlich wieder überhaupt nicht bedacht. Ja, hier rechts ist das Sloman-Haus. Das rote. Das sieht man jetzt leider nicht komplett. Und jetzt sind wir im Prinzip so an den Anfängen der Speicherstadt, oder? Ja, genau. Jetzt fahren wir in den Zollkanal. Das Wasser ist noch nicht ganz so hoch aufgelaufen, wie ich befürchtet habe. Und noch müsste das passen, dass wir vorne an ins Nikolaifeld reinkommen. Aber Zollkanal gehört natürlich zur Speyersstadt, auf alle Fälle. Von oben in den Kühlschrank. Rechter Hand müsste gleich irgendwo Miniaturwunderland sein. Genau, hier hinter der Fußgängerbrücke.
So, und dann geht es ins Nikolai-Fleet rein. Das ist quasi nach links. Genau. Ja. Also Nikolai-Fleet, dahinter, da hat damals der große Brand gestartet. Wann war das noch? 1842. Genau. 5. Mai. Ist ja auch noch datumssicher, Claudia. Ja. Also für alle, die sehr, sehr gerne auch so ein bisschen Städte- und Architekturfotografie machen, das Nikolai-Fleet, gerade auch von der anderen Seite. Wie heißt die Brücke, die gleich... Holzbrücke. Von der Holzbrücke. Also wenn ihr da drauf geht, da könnt ihr ja als Fußgänger drüber gehen. Da fahren wir jetzt drauf zu und von da aus dann in das Nikolai-Fleet fotografiert, habt ihr halt zusätzlich dann auch noch die Elbphilharmonie im Hintergrund. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sehen kann. Ja, kannst du, weil wir gleich hier umdrehen. Ach stimmt, wir drehen ja gleich um. Okay. Ja, wir drehen hier vorne um, weil dann haben wir Zeit und kommen dann durch die Speicherstadt noch durch. Ich weiß nicht, Also wie es ist das war. sehr, sehr fotogen hier, das Nikolai-Fleet. Ja. Ich überlege gerade, aber wir können auch noch im Wasserstand. Und liegt hier nicht auch irgendwo das Theaterschiff? Ja, komm, wir fahren durch die Brücke durch. Also wer das nicht kennt, es gibt hier in Hamburg ein Theaterschiff. Also ein Schiff, auf dem ein kleines Theater beheimatet ist. Und ich glaube, die machen richtig coole Aufführungen. Auch teilweise Ja, so maritime Kabarett, Dinge. genau. So Kabarett. Ne? Genau. Ist teilweise halt auch immer so Seefahrt inspiriert, das Ganze. Genau. Drehen wir da vorne am ehemaligen Stadtteil rum. Da ist das Theaterschiff. Ben, da könnten wir eigentlich mal hingehen zusammen. Aufs denn? Theaterschiff. Ich habe noch nie da eine Aufführung gesehen. Du, Ich ich mal auch richtig Bock drauf. Ja, abgemacht. Das soll extrem lustig sein. Ist das denn Laientheater oder so? Können wir uns das Nein. vorstellen? Nee, oder? nee, ist schon professionell. Ja. Aha. Also ursprünglich war das mal hier von dem Eberhard Möbius inszeniert worden. Da hat den Kahn ja auch aufgekauft und restauriert und hatte auch noch ganz lange halt die Stücke geschrieben, wo er dann schon in Rente war. Und ja, die Nachfolger, die machen das in seinem Sinne weiter. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von den Frohwien gehört habt. Das ist auch ein ganz bekannter Kabarettist und da die künstlerische Leitung da drauf. Ah, du bist auch so ein wandelndes Lexikon, ne? Man kann hier einen Brocken hinwerfen und dann hat man eine halbe Stunde Thema. Ich finde das großartig. Ja, Also ich glaube, wenn wir Ben und Claudia zusammen auf der Barkasse einsperren, die war nicht aufzuquatschen. so viel Akku gibt es nicht auf dieser Welt, dass wir streamen können. Möchtest du dich mit Claudia ein bisschen austauschen? Soll ich dir das Mikro geben? Mit Claudia rede ich immer gerne. Ja, das dachte ich doch, oder? Ja. Warte mal. Hältst du mal ganz kurz die Aber Kamera? Ich selbstverständlich muss dann halte ich einmal hier. Dann mikrofoniere ich dich mal. So. Und. Oh, hier kannst du fotografieren gehen. Komm du mal hier rein. Komm du mal da rein, mein Junge. Das hat sich echt so viel gewandelt. Ne? Guck mal, hier das alte Haus haben sie abgerissen, da hinter dem Expo. Kannst du dich erinnern, da war die Commerzbank drin. Nee. So ein richtig schickes weißes Echt? Gebäude, ja, ja. Nee, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. So, ich glaube, so vor Aber einem wir Jahr haben- oder so abgerissen. Wir haben ein worden. richtig schönes Commerzbankgebäude am Jungfernstieg. Das ist das ehemalige Martin-Haller-Haus. Das hat er quasi, das ist eines der Gebäude gewesen, dem er seinen eigenen Namen gewidmet hat. Und da ist jetzt die Commerzbank drin. Ah, Das ist okay. ein irres Gebäude. Ja. Also auch von drinnen. Von drinnen Ja. noch schöner als von draußen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Haus aussieht hier, ne? Patriotische Gesellschaft, das ist ja auch ganz interessant von dem Ernst, keine Ahnung, wie der Architekt heißt.
Ernst Pfinder, kann das sein? Gibt's Ich weiß den? nicht, wer es ursprünglich gebaut hat. Ja, der hat das gebaut. Aber das Haus der Patriotischen Gesellschaft ist auf dem Gelände des ehemaligen Rathauses von Hamburg. Genau, das ist richtig. Dann haben wir hier nicht auch ungefähr den Walk gestartet Hier für haben die wir Kontorhäuser? Ganz genau, hier Auf haben der wir Brücke da, Ja. ne? Genau. Und vor uns ist die Leitzreederei. Ich weiß nicht, ob Richtig. du oben den Pudel sehen kannst, wenn du da einmal aufs Den Dach haben wir im raufmachst. Stream gezeigt. Ah, okay. Wir hatten ja einen Kontorhaus-Stream, den Ben Ich weiß. so sensationell vorbereitet hat. Ja. Und da sind wir da gestartet. Ja. Leider durften wir nicht rein und drin filmen. Ja. Ja, das Gebäude hier von der Leisreederei ist ja auch von Martin Haller gebaut. Ja. Martin Haller ist doch auch beim Sloman-Haus mit bei gewesen. Genau, und dann hat das Und hinterher... Rathaus. Nee, der Rathaus. Ja, Rathaus hat er gebaut Genau. mit Oder war Merwein das- Hansen zusammen Ja. mit dem Rathausmeisterbund. Ja. Wobei Martin Haller hinterher, nachdem es fertig war, da nie wieder einen Fuß reingesetzt hat, weil sie es dann hinterher so verändert haben, dass er sagte, das ist nicht mehr mein Gebäude. Ja, okay. Das Lohmann-Haus wurde hinterher auch erweitert von Fritz Höger. Genau. Ja. Aufgestockt, ne? Ja. Aber es sieht von innen ja irre aus. Ist Ne? Also total beide genial. Eingänge Beide, sind ja. super schön. Und immer noch mit aktiven Paternoster. Genau. Und der ist auch richtig schick, ne? Der Paternoster. Ja, ich habe den gesehen. Also Das ist ein hübsches Ding. total schön. Guck mal, da ist die Sonne wieder. Ja, guck mal, wir müssen nur den Fleet wechseln, dann wird gutes Wetter. Ja. Ja, ich sage ja immer zum Beispiel hier, die Stadthausbrücke ist eine Wetterscheide bei der Fleetfahrt. Mhm. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Oder auch, ja, du hast ja so lokales Wetter. 10 Meter weiter scheint die Sonne, 10 Meter dahinter kommt Hagel runter. Und das ist dann natürlich im Fleet dann noch ganz anders. Halt, ne? Robert fragt, ob man in das Lohmann-Haus einfach so reingehen kann. Das hatten wir, glaube ich, auch erwähnt. Einfach so nicht. Nein. Also man kann klingeln und hoffen, dass einen einer Genau. reinlässt. Oder wenn gerade jemand rauskommt. Genau. Genau. Ne, dann gibt es noch einen Seiteneingang, da steht ab und zu mal jemand und raucht. Und wenn man fragt, ob man kurz rein darf, dann sagen sie meistens auch ja. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil die kennen das ja auch, dass wenn jemand mal ein Foto machen möchte, ist das natürlich toll. Ne? Oder einmal Paternoster fahren möchte. Ne? Der ist ja am Seiteneingang. Der Genau, Paternoster. das ist der Seiteneingang. Genau. Wobei der Paternoster auch ab und zu mal abgeschaltet wird. Ja, um Regulär Strom zu Paternoster. sparen. Ne? Genau. Also ich glaube, am Wochenende fährt er nicht. Also so war das früher. Und ich glaube, nachts natürlich auch nicht, weil was soll das denn? Ja. Den Strom sparen. Aber wenn du regulär Paternoster fahren willst, dann der kannst du Woche. das hier... Bezirksamt Eimsbüttel, genau. da sind noch Paternoster. Und wie heißt das Sprinkenhof Gebäude? kannst du auch. Ah, okay. Wenn darf ich einmal Ja, zum Fenster? aber Ich wollte selbstverständlich. gleich mal den, Möchtest du Fenstern? ja, ich wollte mal den Blick zeigen, wenn wir Auf die Elbphilharmonie Nikolai fahren. Fleet. Geht das so für dich? Oder wolltest du, achso, ich dachte, du wolltest daran. Ja, Seitenfenster. Ja. Aber wir Komm mal meine Seite, Ben. also Ja, ich komm zu dir. bin zu dick, du bist natürlich Ach, ja, Quatsch. sehr schlank. Ich kann mal hier. So, jetzt machen wir hier geschlossene Gesellschaft. Genau. So, jetzt gucken wir hier einmal in das Fleet und dann da im Hintergrund mit der Elbphilharmonie und das ist, also hier ist richtig fotogen. Das mit dem richtigen Licht. Ja, richtig Also- hübsch. Jetzt. Besser geht nicht. Ja, so ein bisschen mit Wolken und so, ne? Ja, kann man auch schön fotografieren von der Brücke hinter uns. Das ist, glaube ich, so der Fotospot für das Bild. Ja. Wir hier drehen, ne? Von der Barkasse aus. Aber was ich auch immer gerne sage, wir sind natürlich auch immer so ein bisschen, immer das Positive aus dem Nicht-Machen-Können rausziehen. Schaut euch mal die Landseite von der Deichstraße an. Und wenn man das dann mit der Wasserseite vergleicht, wesentlich schicker, wesentlich pompöser und so auch. Ist ja auch verständlich. Ne? Hier kam das Fußvolk an, auf der anderen Seite kamen die Haute Volée an, ne? Die Kaufleute. Ja, heute finden wir das ganz toll mit der Wasserseite. Früher war die Ja, Wasserseite Fußvolk. Ja, die Genau. Wasserseite hat halt hier angeliefert, ne? Genau. Da wird die Ware umgeschlagen und vorne wurde verkauft. Genau, da ist ja bei den Banken auch. Ne? Der Hinterhof ist, der Hintereingang, der ist total einfach und vorne, da wird dann Marmor verbaut.
Ich möchte auch nicht wohnen in der Deichstraße. Die Stockwerke sind viel zu niedrig. Da würden wir alle, glaube ich, uns in den Kopf stoßen. Ja, wobei die Menschen ja damals auch ein bisschen kleiner waren. Natürlich, um einiges. Da hat es funktioniert. Ne? Ja. Und die Latrine ging zum Fleet raus. Ne? Ja, natürlich. Überhängende Stockwerke. Genau. Geht das so für dich? Ja, ich bin nur gerade, ich wundere mich gerade, dass mein Gimbal nicht aufladen möchte und gerade zeigt Akkurot. Zum eng hier durch die Baustelle. Aber Ja, der Zollkanal wird immer noch gemacht. Ne? Also, ja, hier haben die Keimauer erneuert. Weil ich glaube, ich habe das schon mal in einem Stream auch gesagt, dass die Speicherstadt latent einsturzgefährdet ist. Das hängt natürlich damit zusammen, ne? Dass als es gebaut worden ist, hat ja niemand damit gerechnet, dass sich die Gezeiten so ändern. Da hat sich ja mittlerweile verdoppelt der Gezeitenhub. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass die Belastungen an den Mauern auch von außen wesentlich größer geworden sind. Halt, ne? Die haben hier gebaggert, damit man dann bei Niedrigwasser reinfahren konnte. Dann ist die Statik ins Ungleichgewicht geraten. Oben fahren schwere 30, 40 Tonner auf den Straßen lang, ne, um die Teppiche und sowas anzubringen. Ja, und wir in der Schifffahrt sind ja auch schneller und kräftiger geworden. Und all das nagt natürlich an den Keimauern. Ich glaube, die Speicher selbst, die sind super stabil. Also was die Hala errichtet hat, aber das, was die HPA hier gebaut hat, das ist dann so wie im anderen Hafen auch. Ne? Geht nur mal zum Rostkanal, kracht alles zusammen. ja, also werden die alten Mauern, wie wir sie mal hatten, im Prinzip jetzt erneuert durch neues Mauerwerk. Ja. Sieht man ja hier rechts ganz gut, Ja, ne? Da hast du genau. die neue Mauer und dahinter noch eine relativ alte Mauer. Also so alt ist sie auch nicht, weil da gibt es schon Spundwände. Genau. Ne? Früher hat man ja mit Holzpfählen und Schwergewichtsmauern gearbeitet, wie eine Ellerholzschleuse. Ja, an manchen Stellen kann man ja tatsächlich, wenn so richtig tiefe Ebbe ist, kann man ja noch sehen, wo die alten Holzpfähle eingeschlagen sind. Ja. Das hatten wir ja in dem Sturmebbe-Stream. Ja. Da war das ja ganz extrem. Ja, da konntest du es vorne sehen, wo du gestanden hast. Ne? Ja. Aber da war auch echt extrem. Ne? So ein Niedrigwasser habe ich echt selten hier erlebt. Aber Sturmflut hatten wir wenig diese Saison. Ja. Ja, das war nicht so hoch, ne? Nö. Also mal vielleicht 1 Meter höher oder so wie heute. Ne? Aber Fischmarkt, okay, da vielleicht 1-, 2 Mal unter Wasser gestanden. Aber sonst haben wir das ja viel öfter. Sag mal, toi, toi, toi. Ne? Muss man ja auch nicht haben. Wir gehen so ein bisschen ab von der Route, also, weil sonst müsste ich jetzt wieder zurückfahren und so durch die ganzen Baustellen. Wir haben ja oben am Kaispeicher B eine riesige Baustelle und dann gehen wir nachher auch über den Zollkanal wieder zurück. Ich hätte sonst auch gesagt, alternativ lass uns über Norderelbbrücken fahren. Ich weiß nicht, wie die Brückendurchfahrtshöhen sind, aber ich glaube, eigentlich können wir das machen. Warum nicht? Ich gehe über Backbord, westlich wieder. Können wir ein bisschen Hafen City gucken, wäre auch eine Idee. Wir haben ja Zeit. Ja, wir haben Zeit. Scheint ja zu passen. Ja, das kann man auch ganz schön sehen. Rechts haben wir die Speicherstadt, links haben wir schon Kontorgebäude. Genau. Ja. Ja, ich hoffe, das geht ganz gut mit durchs Fenster filmen. Ist natürlich nicht ideal, aber ihr seht, das Wetter ist echt schiedig draußen. Ja. Ja, jetzt sind wir hier gleich im kleinen Fleet. Genau. Ne? Genau. Geht dann über in den entweder Wandrahmen oder wenn wir geradeaus fahren, wäre es denn St. Annenfleet. Ja, Proogsfleet und das geht dann hier hinter In der St. Brücke Annen, ins. ne? Genau. Hier rechts auch ein sehr schönes Haus, wenn ihr mal zu Fuß durchlaufen wollt. Ne? Der Sandtorkaihof. Ich weiß nicht, ob ihr da bei eurem Kontorhaus-Stream drin wart. Ist Nee, auch ein war's super schönes Gebäude von innen. Das Also ist vom ja Innenhof die her. HFLG-Zentrale gewesen damals. Ne? Die ist ja hier am kleinen Fleet. Ja. Nee, war nicht da vorne?
Brigitte muss hupen. Brigitte. Ja, Brigitte macht die Sicherheitspfeife. Ja. genau. Hier rechts ist das alte Rathaus von der Claudia, HVG. hier mal kurz die Frage, was kosten denn die Fleetfahrten eigentlich? Oh, Weißt du das? ich weiß es nicht im 35 oder Kopf. sowas? Also wir waren bei 35. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Preiserhöhung gab oder nicht. Schaut im Internet nach. Ne? Durch den Code, den ihr über HHL bekommt, gibt es ja 10% Ermäßigung und dann wird das angezeigt. Aber ich meine 35 €. Sonst fragen wir Leon gleich nochmal. Ja, und den Speicher hier rechts vor uns, den machen sie auch neu, ne? Der Ja. wird auch saniert. Genau. Ah, guck mal, jetzt kommt das Wasser hoch. Es ist nicht mehr viel Luft unter den Brücken. Noch so 6 Ziegelsteine und dann war's das. Die nächste Brücke Also ist die enge niedrigste. Kiste, ne? Ja. Also bei normalen Tiden ist das ein Wasserstand, da lache ich drüber. Ne? Aber wir haben erst seit 2 Stunden auflaufend Wasser und sind schon fast am Hochwasserstand angekommen. Und das ist ja das, was ich vorhin sagte, dass in der ersten Hälfte der Flut das meiste an Hub gemacht wird. Aber Sturmflut haben wir noch nicht, oder? Nein, Fischmarkt ist noch lange nein, nicht. nein. überschwemmt. Da fehlt dann noch ein halber Meter. Für die Nase ist in Ordnung. Ja, rechts ist gesperrt, ne? Wieder die rot-weiß-rote Flagge. Das ist riesige Baustelle, da finden Sondierungsarbeiten statt. Aber sind das denn hier alles so Fassadenarbeiten, weißt du das? Ja, ne? Ich glaube, der Speicher wird komplett im Inneren umgebaut und wird dann vermietet für Eventflächen oder irgendwelche anderen Sachen. Also so wie viele andere Speicher hier auch. Ja. Ja gut, man muss da denen auch eine gewisse Nutzung zubringen. Natürlich. Ja. Also ich glaube, da gibt es auch viele Flächen für Kreative, zumindest habe ich Ja. das mal irgendwie mitbekommen, die da dann auch entsprechend teilweise etwas günstiger vermietet werden. Aber ich glaube, die Hala, die sucht sich ihre Mieter auch aus. Na, was Ich dann glaub, da das können sie auch, reinpasst. ne? Ja, was da auch reinpasst. Ich finde es immer total cool bei dem Log V, dass sie da einfach ein Foto von der Fassade gemacht haben und das darauf gedruckt Ja, aber haben. es sieht ja auch schöner aus. Ne? Ja, natürlich. Sieht besser aus, als wenn da hier jahrelang irgendwie so eine graue Plane runterhängt, Ja. dass der Speicher saniert ist. Ja, Patty, normalerweise drehe ich ja auch immer, aber ich denke mal, wenn wir noch ein bisschen die Brückendurchfahrtshöhen hier ausnutzen wollen, dann lass uns Gas geben. Ja, fahr durch. Ja. Also hier sind wir an dem berühmten Wasserschlösschen. Genau, Das ist jetzt hinter uns, aber das haben wir ja auch schon Genau. oft gesehen. Das brauchen wir nicht nochmal. Ich bin auch echt glücklich, dass wir Speicherstart, Nikolai-Fleet und die kompletten Fleete zeigen konnten. Ich habe echt so ein bisschen Bauchschmerzen heute früh gehabt. Komm einmal hier Heißt- über Mitte. Heißt das, dass bei einer Fleetfahrt plant ihr das schon so, dass eigentlich so alles drin ist? Ja. Oder gibt es auch immer so ein paar Variablen, dass man mal das Es gibt eine... immer Variablen. Also das Nikolai-Fleet ist eine ganz große Variable. Das ist das Erste, was dann hinten überfällt. Und wenn ich zum Beispiel zu viel Wasser habe, dann ist es auch so, dass ich dann mal hier woanders hinfahre. Ne? Zum Beispiel hier bei Flint ins Norderloch, das könnten wir einfach aufmachen. Aber wir gucken mal, ob wir hier rechts rumkommen. So in Ecken, wo ihr noch nie zu geht. den Deichtorhallen, ne? Beziehungsweise zur Oberbaumbrücke, nicht Oberbaum, Oberhafenbrücke. Genau, Der die Oberbaum war Berlin, ne? Nee, Oberbaum ist über uns. Der Oberbaum ist über uns, Guck, aber da steht das Schild. Aber die Oberbaumbrücke... Ja, ist die Oberbaumbrücke. Aber ist nicht auch diese eine große in Berlin? Heißt die Ja, nicht auch. Oberbaum? Ja, klar. Aber über uns ist die Oberbaumbrücke. Das ist die Oberbaum. Und dann kommt die Oberhafenbrücke. Genau. Da, wo man hervorragend Porträts machen kann. Wenn man will. Ja, auch so als Geheimtipp, ne? Wenn ihr über die Oberhafenbrücke rübergeht, dann kommt man ja auch zur Oberhafenkantine. Ich sag mal so, eine der schönsten Kaffeeklappen in Hamburg. Ja, die Deichtorhallen sind ja gerade leider eingerüstet. Ja, sehen auch super schön aus, aber ich glaube, die nördliche Halle, die kann man ganz gut sehen. So, wir verlassen die Fleetfahrtroute.
Und haben uns gerade entschieden, da ihr ja schon vieles auch von der Hafenrundfahrt und von anderen Streams her kennt, wir fahren einfach mal gerne in den Osten. Was haltet ihr davon? Nach Dresden. Ja, Ja, gerne. holen uns ein bisschen Dresdner Stollen ab. Ne? Die Ja. Franzbrötchen sind alle. Ja, die Karoler Brücke ist, glaube ich, nicht mehr ganz so intakt, aber wir können ja vorher rechts ranblicken. Genau. Ja, Fruchthof hast du, glaube ich, gleich da bei dir im Bild. Das ist Genau. auch ein altes Kontorhaus. Kam bei uns im Stream aber nicht vor, weil wir es nicht bis hierher geschafft haben. Hatte dem Namen nach auch eine ganz klassische Funktion. Da wurden Früchte gehandelt, Genau. gelagert. Genau. Und jetzt kommen wir auf die Speicherstadt oder auf die Hafen City Erweiterung zu, ne? Genau. Ich gebe mal ein bisschen Gas, damit wir da nicht irgendwie eingesperrt werden. Ihr habt gesehen, die Oberhafenbrücke war schon ziemlich niedrig. Ja, links siehst du gleich eine ganz alte Schleuse, die auch nicht mehr in Betrieb ist. Die wird nur noch für Wasserhaltung genutzt, ne? Also wenn die Bille zu viel Wasser hat. Die Hammerbrook-Schleuse. Da geht es dann rüber, ich meine Richtung Mittelkanal. Ist auch eine relativ kleine Schleuse, ne? Ja, Einkammer. Hammerbrook-Schleuse, das ist spannend. Weil Hammerbrook ja als Stadtteil eigentlich noch ein bisschen woanders liegt. Das fängt ja hier schon an. Ach so, Ja, da habe ich jetzt auch was gelernt. ja. Dahinter ist ja schon die Bankstraße. Ja, da kommt der Großmarkt ins Bild. Genau. Und dahinter Amsingstraße. Ja, wenn man dann gen Norden kommt, dann bist du ja schon bei Süderstraße und frage mich nicht, wie die alle heißen. Da. Heidenkampsweg, Ja. Spaldingstraße. Ja, Heidenkampsweg ist ja auch eine mit der großen Einfallstraßen. Genau. Also da vorne möchte ich nicht wohnen, ne? In der Hafen City. Direkt an der Bahn. Ne? Ja. IC. Und die S-Bahn vor uns. Ja, dann kommen wir jetzt ja im Prinzip so ein bisschen Bei den auf Norderelbbrücken. Genau, Norderelbbrücken, U-Bahn-Station U4. Genau. Das ist da vorne auch alles. Genau. Da Und wollen wir- unser zukünftiger Lost Place. Ja, unsere kleine Bauruine. Ja. Ich weiß gar nicht, habt ihr da was Neues gehört? Ich meine, da haben wir vor ein paar Tagen stand was in der Ich Zeitung. habe nur gehört, dass der Klaus Michael sich geäußert hat und skeptisch ist, Ja, genau. ob das mit der Finanzierung klappt und weitergebaut wird. Ja, Ja, das das habe ich Problem- heute Morgen auch einmal kurz als Überschrift gelesen, Ja. dass er davon nicht so überzeugt ist. Naja, das Problem ist ja natürlich auch so ein bisschen halt, das Ding steht ja seit über ein Jahr still. Ne? Und Ja, ist aber auch Wind und Wetter so ausgesetzt. Ne? Ja, genau, Das ist eben halt eben. auch nicht einfacher. eben. So von der Architektur finde ich das Haus ja gar nicht so schlecht, aber Ja, aber da haben sie sich, glaube ich, schön über den Tisch ziehen lassen. ja, total. Also ich will mich da jetzt auch politisch gar nicht äußern. Nein, das können wir ja auch gar nicht. Aber das war eine Nullnummer. Ja, In Fachkreisen der kleine Olaf genannt. Ja, genau. aber da kommt man doch von hier auch zum ehemaligen Billwerder Umschlagplatz, ne? Oder? Du meinst
die... Da, wo der alte Kran noch steht. Ja, Genau, da fahren wir dran vorbei, ja. Aber das Hafenbecken ist gesperrt. Du meinst den Haken in Also- Eltenwerda. Mhm. Ja, also ich weiß nicht genau, wie es korrekt heißt. Ich weiß nur, dass es eine ehemalige Ladestelle war. Ja, Da waren ja auch noch so Sandbunker und sowas, die haben sie ja mittlerweile auch alle weggemacht. ja. Ich weiß gar nicht, ob der Kran erhalten bleibt als Museumsstück, aber mittlerweile ist der auch schon so runtergekommen. Ja, ich glaube, von Kampnagel wurde der noch gebaut. Ja, und Backbord, da geht es dann in die Brandshofer-Schleuse rein. Da war ich ja vor 2 Tagen mit einer Charterfahrt. Und die ist aber nicht immer besetzt. Und da kommt er dann rauf über Umwege Richtung Hochwasserbassin, ne? Und Richtung Mittelkanal, zur Bellahuder Insel. Und das ist ein sehr schönes Revier eigentlich. Aber bei Niedrigwasser ist hier alles total verschlickt. Also wenn wir noch in die Speicherstadt reinfahren können, dann ist hier schon Totentanz. Ja. Ja, du hast hier halt überall so Schlickinseln, ne? Ja, deswegen haben sie wahrscheinlich hier auch die Sperrschilder so weit nach außen gepackt, damit du dann nicht hier auf der Insel landest. Ach, guck mal, die Brücken sind so hoch, da hätten wir gar nicht so schnell fahren brauchen. Naja, du, Sicherheit. Geh Genau. vor. Ja, da sieht man schon den Bahnhof, ne? Den, lass mich lügen, S-Bahnhof? Ja, Oder? linke Seite ist S-Bahn, rechte Seite ist die U-Bahn. U-Bahn. Genau. Architektonisch ja auch immer ein Highlight, ne? Für die Also ich finde den eigentlich ganz cool, vor allem wenn Ja. du drin bist. Ja, total. Also zum Fotografieren ist ja auch ganz nett. Also wenn da jemand hin möchte und das mit dem Stativ machen will, dann möge sich vorher die Genehmigung holen. Ansonsten wird das leider teuer. Die Genehmigung ist kostenfrei, aber ist alles videoüberwacht und ich habe mal leider den Frevel begangen, weil ich da nicht dran gedacht habe. Und wurde dann angesprochen. Und wir konnten uns gütlich einigen. Ich habe gesagt, du kriegst das Bild und dafür kriege ich keine Rechnung. Und dann war es in Ordnung. Okay, ja, gut zu wissen, ne? Also gilt generell bei U- und S-Bahnhöfen, dass man da eigentlich eine Drehgenehmigung braucht, wenn man da sein Stativ aufstellen möchte. Außer Hand ist halt überhaupt gar kein Problem. Okay. Ja, wenn jemand eine super ruhige Hand hat, ne, kann er doch ordentlich fotografieren Ja. und braucht nicht bezahlen. Meinst du den Kran? Ja, genau. Ah, okay. Alter Portalkran. Ja. Ja, ich glaube, Paddy kommt in unbekannte Gewässer rein gerade. Nein, so unbekannt ist das gar nicht. Also okay. ich kenne die Gegend hier schon ganz gut, aber von Landseite in erster Ja. Linie. Ich habe hier die Gegend sehr, sehr gerne benutzt für Fotoshootings. Bis vor kurzem war hier auf der linken Seite. Das haben sie jetzt alles abgerissen, aber hier war auch so ein bisschen so Bauruinen. Ne? Ja. Hier steht jetzt noch der alte Kran, aber hier waren auch so Ruinen und das war ein wunderbarer Mega, Spot für Fotoshootings. Ja. Ja, hier habe ich auch schon mal 2 schöne Fotoshootings gemacht, wo auch noch die Gebäude standen, also die Reste davon. Das ist echt cool gewesen. Da kommt man, kannst ja immer noch Aber was das machen. ist aber- auch, glaube ich, ein echtes Sahnegrundstück, oder? Ja. Also mal schauen, was da hinkommt. Ich hoffe, die lassen das so, ne? Machen da vielleicht irgendwie einen Park, wo jeder rein kann. Und hier sind wir jetzt quasi bei den Elbbrücken. Also Ja, genau, das ist die Zufahrt, ne? Zu den Ja. Elbbrücken. Und da vorne müssten wir dann Entenwerder haben, ne? Genau, links geht's nach Entenwerder rein, in den Haken. Wenn man an Entenwerder dran vorbeifahren würde, bis ganz hoch, dann käme man zum ehemaligen Klärwerk, ne? Ist das oder Du meinst Wasserwerk? Kalte Hofe, ja genau. Ja, genau. Mhm. Ist ja noch den alten Wasserturm von Lindley gebaut, ein Rotmucksort. Den haben sie doch jetzt auch saniert, ne? Ich denke. Viele Jahre, Ja. glaube ich. Da gibt es auch eine Dokumentation vom NDR drüber. Okay. Ja, der NDR hat ja schon manchmal ganz coole Dokumentationen. Ja, also so NDR Nordstory, da gibt es dann solche Geschichten mal. Und das finde ich ja auch ganz spannend. Ja. Ich meine, die Leute schimpfen ja alle über die Elbphilharmonie, aber die haben damals auch einen ganz tollen Bericht über die Entstehung gemacht.
Also tatsächlich noch mit dem alten ursprünglichen Kreisspeicher A und so. Ja. Also da sind dann noch alte Arbeiter halt zu Wort gekommen, die da auch noch gearbeitet haben und dann eben den Bau und dann bis zur Fertigstellung. Mhm. Ja, hier geradeaus kommen wir oder sehen wir das Werk von Berry Callebaut. Da wird Kakao produziert. Guck mal, da ist ein Untiefe, da dürfen wir nicht durch. Durch die mittlere Brücke. Komm mal, einen Schlenker, dann kannst du das Sperrwerk sehen, da vom, wo es rüber nach Kaltehofe geht. Ja, also jetzt sind wir natürlich schon lange nicht mehr im Fleetfahrtrevier. Ne? Wir haben uns einfach mal so ein bisschen gedacht, wir fahren mal in Ecken rein, wo wir eigentlich wo gar nicht hinkommen. Ist das jetzt noch Bereich Norderelbe oder? Ja. Hier links ist doch Entenwerder, da können wir doch, Genau. können wir doch auch lecker essen. Genau, im Entenwerder Fährhaus. Und ich glaube, dahinter ist auch noch ein Café, ne? Oder ist das hinter dem Sperrtor? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, das müsste eigentlich hier vorne auf dem das Ponton Bunte, sein. ja. Dahinter, Da wo das grüne oder das höhere Genau. Gebäude drauf ist. da ganz hinten, genau. Und dann kannst du halt weiter über die Brücke, über das Sperrwerk drüber und dann kommst du hinten Genau. Kaltehofe Genau. auf die Zur an das Wasserwerk. Wasserkunst, genau. Da sind ja noch Gebäude aus Kaisers Zeiten, ne? Das ist spannend. Ja. Ja, und rechts der Polterhafen. Kanal, wo es dann rüber zur AFI geht. Ja, dann hast du hier Peute, dann hast du hinten Vettel, Wilhelmsburg. Also alles langläufig dann in die Richtung runter. Genau. Rechte Hand. Genau. Oder auch Steuerbord. Ja. Hier wird nochmal gefragt, was du eigentlich für ein Patent hast. Beziehungsweise Hafenpatent. Hafenpatent. Ja. Und das zählt auch alles hier zum Hafengebiet. Ja, genau. Bis Bunthäuser Spitze darf ich fahren. Ja, Bunthäuser Spitze steht ja so ein kleiner berühmter Leuchtturm, ne? Aus Holz. Ja. War der da schon? Also ich war da noch nie. Ich Ja, wollte ja. immer mal hin, aber ich war da noch nicht. Wenn ihr Ich war da auch mal auf die Karte guckt und euch mal das ganze Hamburger Hafengebiet anguckt, dann gibt es ja im Prinzip, also die Elbe teilt sich ja irgendwann so ein bisschen. Und in Norder- und Süderelbe. Und So. irgendwann vereint sie sich wieder. Wo ist denn eigentlich die Polizei? Das ist die Bunthäuser Spitze. Polizei? Nimm mal die Kamera bitte kurz, Ja. Ben. Mach ich. Ich muss mal kurz einmal nach hinten gehen. Guck mal, da sieht man sogar ein Zipfelchen blau. Ja. Das ist ja irre. Ja, Aprilwetter. Und wir haben noch März. Ja, naja, den letzten Rest davon, ne? Ja. Ja, die Hamburger Elbbrücken sahen damals auch noch mal ganz anders aus. Also die Bögen waren da auch schon da. Aber vorne und hinten waren große Portale gemauert. Genau. Aber das war bei den Brücken in der Speicherstadt auch. Also Ja, genau. Kornhausbrücke und Brucksbrücke. Mir hat mal ein Ingenieur erzählt, das war ja die Gründerzeit, wo so die ersten Stahlbrücken aufkamen. Und natürlich wollte man da auch repräsentieren, ne, so schöne Eingangsportale und so. Und früher hat man ja auch in Stein gemauert halt. Und das ist so der Übergang halt, ne, zwischen Stein und Stahl. Und das ist ein bisschen, ja. Ja, also die Portale, die davor gemauert waren, die waren schon beeindruckend. Ne? Also Ja, waren total. angelehnt an das Hamburger Wappen, ne? Was das Tor betrifft. Also das war schon schön. Ja. Sind nicht an den Döder-Elbbrücken noch Portale? Bei der Brücke des 17. Juni? Ich überlege gerade. Ja, also ich glaube, die Leute nehmen mit, was sie kriegen können. Ja. Ich meine, da sind Portale dran, oder würde ich sagen. Ja, ach so, das, ja. Ja, genau. Ich meine, ja. Ich dachte, du wolltest ja jetzt hinfahren. Nein. Da kommen wir, glaube ich, nicht durch die Brücken durch. Ja.
Nee, aber da sind die da sind Ja, noch da solche sind noch- Fontane ja, drauf. genau. Ja. Da bin ich wieder. Hervorragend. Euer Kameramann ist da. Ja, super. Kamerakind Paddy. Aber da haben wir ja rechte Hand auch gleich ein Museumsschiff nochmal. Ne? Die Stucknetz. Ein altes Kühlschiff, glaube ich, war das mal. Bin nicht ganz sicher, aber. Das ist ein Z-Roller gewesen. Ach, Ein das war Zubringer. schon. Okay. Ja, das ist das erste Mal, dass ich nach Hamburg jetzt so reinfahre. Also ich habe gerade mal, ich war ja gerade einmal hinten und die Gäste sind auch ganz selig. Also es sind viele, die sagen, habe ich noch nie so gesehen. Ja. Also sind ja fast alles Hamburger. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja früher auch manchmal so Charterfahrten gehabt, wo es dann Richtung Bergedorf und so ging, also Richtung Dove-Elbe. Und wenn man dann so auf den Revieren unterwegs ist, das ist ja mal total idyllisch. Und wenn man dann so die Norderelbbrücken erreicht hat und durchfährt, dann bist du in der Stadt. Ja, dann ist man zu Hause im Hafen so ungefähr. Das ist irgendwie wie so eine, ja, schon faszinierend dann halt von oben in den Hafen reinzufahren. Ja, ist mal was anderes, ne? Ja. Ja, man kann auch ganz gut sehen, dass wir Flut haben, ne? Ja. An den Brückenpfeilern. Genau. Ich habe es jetzt eben hier am Dalben gesehen. Ja, und wie gesagt, es läuft noch 2,5 Stunden aufwärts. Ne? Wir haben jetzt das normale Hochwasser erreicht. Und ist echt immer schon faszinierend. Komm mal bitte etwas näher, Ben. Ich wollte Ja. mal kurz ein paar Dankeschön loswerden. Hier ist schon wieder einiges im Chat passiert. Und Mirko lässt 2,50 € Ausflugsbonus da. Dankeschön. Nilsee spendiert Franzbrötchen für alle, 2 €. Andreas Westphal auch 2 €. Sei Möwe scheiß drauf, 5,99 €. So viele liebe bekannte Gesichter auf der Brigitte Ehlers. Wir sind auf Birgit sind wir. Auf Birgit sind wir. Brigitte haben wir auch an Bord. Genau. André Bar ist seit 7 Monaten dabei. Schreibt Danke für den tollen Stream. Herr Adam, 10 € Superchat mit Grüßen an Hamburg Hafen Live und Team Ehlers. Nils dann nochmal mit 5 € und schreibt ein ganz anderer Blick auf Hamburg. Respekt an Claudia. Monika Freund verschenkt 20 Mitgliedschaften. Wow, Monika. Junge. Junge, ja. Thomas Nuck, 10 € Superchat. Schreibt auch nochmal ein Danke für den Stream. Dann haben wir aus Liebe zu Hamburg ist jetzt auf dem Schönes Fischmarkt Fotomotiv. Mitglied und Ulrich Böcker verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Außerdem ist eben noch Udos Forellen-Area rüber geradet. Mensch, Leute, ganz dickes und herzliches Dankeschön an euch für die fette Unterstützung. Schon cool, ne? Ja, weil es noch so viele hintereinander sind. Ja, ich hätte das mal eben bei den Hamburger Elbbrücken schon mal machen sollen. Du meinst die Straßenbrücke jetzt? Ja, genau, ja. So, jetzt kommen wir zur Stumitz. Das ist ja hier die Hafenbrücke, ne? Ja. Aber die ist auch schöner als die andere. Hast ein paar mehr Bögen hintereinander. Ja, wenn man so Ja, das verschachtelt sich, ne? Ja, genau. Ja, wenn man so dazwischen durchguckt, links raus guckst. Machen wir mal langsam. Ja, wenn das wieder alles freigegeben ist, dann kann man von da hinten auch einmal hier die Flucht hochfotografieren. Das Ja. ist auch ganz cool. Ja, wenn ihr jetzt so guckt, so zwischendurch, ihr als Fotografen habt das Auge dafür. Ach, liegt da die Mare auch? Mare Friese? Ja, genau. Ist das jetzt Ihr regulärer Platz? Ja. Ah, okay. Also zum Feierabend machen. Ne? Mhm.
Und das nennt man dann wahrscheinlich, das sind dann die bekannten Elbpfähle, wie man davon Genau. spricht? Ah, okay. Also wenn ihr über UKW hört, ne, von den Lotsener Schiffen zu den Pfählen, verholt zu den Elbpfählen. Norderelbpfähle, glaube ich. Ah, okay. Ja, alles klar. Dann weiß ich. Also ich habe mir das immer gedacht, dass das die sein müssten. Ja. Aber dann danke für die Bestätigung. Der günstigste Liegeplatz für Seeschiffe, würde ich mal sagen. Keine Infrastruktur vorhanden. Einmal Beiboot klar machen. Ja. Ja, ist ganz lustig. Also wir haben ja ab und zu da auch mal Federschiffe liegen. Und dann haben die da ihr Freifallrettungsboot dann klar gemacht und sind dann zum Einkaufen gefahren. Dann hast du das Boot dann teilweise hier am Maritimen Museum liegen gehabt. Ja, und die linke Hand soll ja, glaube ich, denn das Hafenmuseum hin. Ja, genau. Da wo jetzt die Bagger stehen. Ja. Können wir einen Abstecher rüber machen? Wir haben ja noch Zeit, oder? Also das muss Paddy entscheiden. Mich drängt nichts. Ihr entscheidet, wie wir Zeit haben. Wir wollen. Hast du gut getankt? Ja. Nur denn. Fahren wir rüber, ne? Fahren wir hin und her, weil ich weiß nicht, ob wir so rum durchkommen. Also hier ist auch gerade die Frage, ob das jetzt Teil der Standardrundfahrt ist. Nein, Der letztlich Schlenker, nicht. den wir jetzt machen, ist extra. Genau. Also wir werden normalerweise beim Wasserschlösschen wieder über den Zollkanal zurückgefahren. Und wenn dann die Baustelle vorbei ist, dann würden wir auch anders fahren. Also dann würden wir oben am Wasserschlösschen drehen und dann wieder zurück über Holländisch Brookveld zurück. Ach so, Genau. okay. Wandrum ist ja gesperrt und dann durch die Proktorkai-Brücke durch. Da, wo ich gesagt habe, beim eingerüsteten Speicher. Ne? Da waren ja die, wie heißen die hier, diese weißen Planken da vorgehängt, damit da keiner durchfährt, trotz der Sperrschilder. Und dann kommt man beim Maritimen Museum raus. Was ich auch manchmal gerne mache, ist dann eben halt Wasserschlösser, wenn ich rausfahre, dass ich dann oben rumfahre, also bis zur Oberhafenbrücke und dann über den Erikusgraben zurück. Aber das sind natürlich auch alles Strecken, die TIDA abhängig sind. Ne? Da muss man mit den Brücken gucken und vor allen Dingen darf da keine Baustelle beim Maritimen Museum sein. Ja, im Maritimen Museum ist übrigens auch gerade eine Fotoausstellung über den alten Hafen. Sehr Da empfehlenswert. wollen wir nächstes Wochenende mal rein. Ah, schön. Ja, und hier hat man dann reichlich Wohnungen direkt an der Kaikante. Dahinter guckst du dann. Kirchenpower Kai heißt der. Ja. Wurde, glaube ich, vorletztes Jahr eröffnet, also neu eröffnet. Wurde sehr Ja, der Weg davor, ne? der Ja, Weg, genau. die Promenade. Ne? Ja, kann man direkt von der U4 Elbbrücken kann man hier drauf und kann im Prinzip dann ab dem Moment in den Hafen reinlaufen. Also wenn man gut zu Fuß ist und mal einen langen Spaziergang machen will, kann man dann über die Hafen City schön in den Hafen reinlaufen. Das ist ja auch lustige Balkone. Ah, das Schiff, das war jetzt glaube ich in der Werft, ne? Dieses hier. Ja, Ja. ne? Deine. Genau. Dann hat es gesagt, du kriegst ein neues Buchstahlruder. Genau, das hat sie Gefällt's auch. dir? Es ist gewöhnungsbedürftig, also super toll zum Drehen. Na, wir sind ja bei einigen engen Stellen damit sehr gut zurechtgekommen, aber es hat so viel Kraft, da muss ich erstmal mich dran gewöhnen, dass ich dann nicht wieder in die andere Richtung getrieben werde. Ja.
Ja, und vor allem auch neuen Anstrich. Ne? Die hat ja doch ganz schön gelitten in der letzten Saison und wurde dann komplett rausgenommen. Und dann hat man die Welle nochmal kontrolliert. Und, weil ja gerade so auch im Fleet, da schwimmen ja auch immer viele Sachen rum. Und wenn das dann doch mal gegen den Propeller und so schlägt, dann kann das auch sein, dass dann die Welle sich verzieht halt. Ja. Aber das war alles in Ordnung. Was ist das denn? Ist das ein Tanker oder? Sieht nach einem Bulgar aus. Ja, rechts der Aussichtsturm von der Hafen City. Den haben sie damals, glaube ich, einmal versetzt. Ne? Der stand Mehrfach noch woanders. versetzt. Immer da, wo gebaut wird. Stand ja früher beim alten Kreuzfahrtterminal. Ja, da vorne ist dann der UFO-Turm. Ich weiß gar nicht, wie der wirklich heißt. Lighthouse Zero One. Lighthouse One, ne? Oder irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, die Idee dahinter war mal, eine möglichst große Wohnfläche mit einem möglichst geringen Fußabdruck zu schaffen. Also braucht halt nur irgendwie 3 oder 4 Quadratmeter. Man hat aber oben, weiß ich nicht, 150. Das war, glaube ich, die Idee dahinter. Ja, war ja auch ein Musterobjekt. Und dann haben die gesagt, das soll so 5 Jahre stehen bleiben. Und wenn die Olympischen Spiele kommen, dann hätten sie den dann auch umgesetzt oder eben wieder abgebaut. Und wir haben uns ja dann eben dann doch nicht beworben. Ja, ist der denn eigentlich regulär bewohnt? Oder? Ein Musterhaus, soweit ich weiß. Von dem Arne Weber initiiert, von HC Hagemann. Ja, und dahinter gibt es ja manchmal Sommertheater von Thalia. Und das ist ja das Ausweichterminal, Cruise Center Bakenhöft. Hier war ich auch noch nie tatsächlich. Und das neue Cruise Center, wo wird das gebaut? Da vorne. Das beige Haus voraus. Ah, okay, alles klar. Ja, normal kommen wir dann hier oft auch rechts raus, ne, bei der Fleetfahrt, da aus dem nicht Bakenhafen, Magdeburger Hafen. Ja, und wenn man dann da rüber guckt, da siehst du ja schon wieder das Rathaus und auch Genau, die da ist die Speicherstadt. Turmspitze. Ich sehe gerade nicht so wahnsinnig viel mit der Kamera, weil wir Hier, natürlich rechte gerade- Hand. Ja, wir haben so ein bisschen. Ja. Muss noch bei Claudia kuscheln. Okay, kannst du mal wieder zumachen, sonst zieht das hier durch. Jo. Oder wir machen da zu und hier auf, geht ja auch. Ja, du passt schon. Okay. Ist ja auch ein bisschen eng da bei dir. Ja, und unser neues Einkaufszentrum, ne? Soll ja angeblich 8.4. bald eröffnet werden. Ich glaube, das erst, wenn es eröffnet ist. Ja, Aber die nachts Welt ist schon braucht gut. mehr Einkaufszentren. Juhu. Ja. Mit Meerwasseraquarium und Kino. Junge. Ja, und das beige Haus, das ist dann das Cruise Center Hafen City. Soll ja auch dieses Jahr eröffnet werden. Wieder eröffnet. War das vorher nicht irgendwie so ein Container-Ding? Ja. Ja, jetzt sind wir wieder auf der Fleetfahrtstrecke. Ja. Also ich finde es klasse. Also ich bin ganz beeindruckt und begeistert. Natürlich die kleinen Fleter am Anfang, Ja. das sind so die Das war ja auch eng, ne? anderen Junge. Perspektiven, was man wirklich nicht so kennt. Ne? Ja, natürlich. Ja. Also, was man natürlich immer dazu sagen muss auch, ne, die Schleusenzeiten dauern. Das muss dem Gast bewusst sein. Wir haben manchmal ja auch so Rückmeldungen, dass sie dann sagen, oh,
Die Schleusen sind langweilig, aber gut, ein Gast, der eben halt noch nie geschleust ist, der findet jede Schleuse spannend. Der findet auch eine Stromschleuse spannend. Und ja, man sieht eben halt viel alte Häuser. Ne? Das ist eine Tour, wo dann eben mehr so auf statische Sachen eingegangen wird, weil wir eben nicht so viele Schiffsbewegungen hier im östlichen Bereich haben. Obwohl ich auch schon Tage gehabt habe, da lagen tatsächlich die größten Schiffe im mittleren östlichen Hafenbereich tatsächlich im Hansahafen. Wobei man ja auch sagen kann, die Gebäude am Nikolaivlied, also Deichstraße, sind mit die letzten überlebenden Bürgerhäuser, die wir in Hamburg haben. Ja, genau. Nach dem Hamburger Brand, ne? Ja. Es gibt so vereinzelte Häuser, vielleicht nochmal, wie heißt das da oben, nördlich von der Ost-West-Straße, ich meine die Reichenstraße, sind 1, 2 Häuser. Oder auch in der Neustadt hier, Peterstraße, Neanderstraße, aber das sind wieder umgesetzte Häuser. Ja, also die sehen super alt aus, die sehen ja ähnlich aus wie in der Deichstraße, aber die hat man tatsächlich da aus dem Bereich von der Deichstraße dann in die Ecke hingepackt, damit man da so ein geschlossenes Ensemble hat. Ja. Und ja, die Deichstraße, wie gesagt, das letzte Überbleibsel vom Hamburger Brand mit. Guck mal, da kommt die Günther. Kann man ja mal gucken. Oder zu ihr rüberfahren. Thomas fragt auch nochmal, ob so eine Fahrt hier auch angeboten wird. Ja, also das findet ihr bei ELAS als sogenannte Fleetfahrt. Wir haben jetzt einen Extraschlenker gemacht. Der letzte Schlenker ist jetzt nicht Teil davon, aber der Großteil der Tour ist ja auch Programm bei der Fleetfahrt. Genau. Also auch, dass wir in den Hansahafen reinfahren. Ja, es ist ja nicht immer alles befahrbar und dann weicht man auch mal aus. Und ihr seht dann eben halt vieles, was jetzt so... Oh, da ist sogar die Anita. Guck mal, jetzt sind alle 3 Schiffe von uns hier zu sehen. ELAS Power! ELAS Power! Geil. Ja, guck mal. Anita. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die heute noch fahren. Hansahafen. En die geht weiter Abgang nach die Vorhafen. Ah, die Niederlande sind Ja, auch hier auf unterwegs. der Elbe merkt man aber auch, dass gut Wind ist. Birgit Ehlers kommt von oben in den Hansahafen. Okay, ja, ich bin dann noch weit weg. Oh, ich gucke ein bisschen. Ah, guck mal. Ja, Guck mal, ist auch ein ganz gut, super ne? spannendes Schiff vor uns. Fahren wir mal rüber. Schwergutschiff. Also das Schaukeln finde ich ja echt ein bisschen cool, ne? Macht Spaß. Ein Schwergutschiff vor uns. Die Annette. Ja, hat eine eigene Krananlage an Bord, ne? Kann also laden und löschen selbst. Ja, und vor allen Dingen haben die Schwergutkräne. Guck mal, wie viel die anheben können. Über 350 Tonnen vorne. Und wenn du dann mit Traversen arbeitest, natürlich entsprechend auch mehr. Und dann gucken wir zum Heck rüber. Da ist so ein grauer Kasten, da steht SAL drauf. Ja. Schifffahrtskonto Alteland. Und das ist das Stützrad. Das ist was? Das Stützrad vom Schiff. Weil wenn der jetzt hier Schwergut über die Kräne anhebt, dann würde er ja zur Seite sich neigen. Und dadurch, dass er den Ponton hat, kann er den dann eben seitlich auslegen im Wasser. Und dann verbindet er das Ganze mit einem Winkel, den siehst du vor dem Schornstein, rechts neben dem
Ponton, Ja. wenn ich das richtig sehe. Und dann packt er den da unten wo diese Nut zu sehen ist. Da flanscht er den dann an und dann hat er eine breitere Auftriebsfläche, eine breitere Fläche und eine höhere Schwimmstabilität. Ach Das so. ist wie die Füßchen vom Kran, wenn ihr mit dem Mobilkran auf Ja. der Straße unterwegs seid. Aha. Ich zeige das gleich nochmal, wenn wir zurückfahren. Dann Ja. habe ich hier Fenster mit freier Sicht. Genau, fahren wir auf dem Rückweg nochmal dran vorbei. Ja. Es gibt sogar noch größere Schiffe von Schifffahrtskontor Alte Land. Die können dann bis zu 700 Tonnen tragen. Da geht es dann auch nicht um die Masse gesamt, ne, sondern um das Einzelgewicht. Zum Beispiel ja, Generatoren, kleine Schiffe, also alles, was ihr euch vorstellen könnt. Guck mal, da fahren Günther und Anita im Konvoi links bei der Elbphilharmonie. Ach, da hinten, ja. Ja. Ah, guck mal, der zieht rückwärts raus hier. Deswegen braucht er so lange. Aha, warum macht er denn Rückwärtsfahrt? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier vorne ist ja auch ein kleiner beliebter Spot. Zum Beispiel, wenn hier die Roll-on-Roll-off-Schiffe kommen. Ne, Homos Das ist oder auch Conros. Hansa-Höfen, ne? Genau. Da vorne, ne? Bei den, ja. Aufs Amerika-Höft kommst du ja, glaube ich, als Normalmensch gar nicht rauf. Amerika-Höft ist quasi das, was Da. jetzt... Ach so, ja, hier links, das ist Ja. da, wo die Autos stehen, ne? Ja, genau. Televisie rückwärts jetzt aus die Hansa-Hafen en dan met tweeën weiter Abgang nach die Voorhaven. Ah, er ist das. Okay. Ja, der war hier gerade bei der Sao Paulo und hat die dann bebunkert. Also betankt. Jo, was machen denn unsere Gäste? Was ist denn mit Druck hier eigentlich? Ja, wollen wir mal nach hinten? Oder wolltest du Rainer mal ranholen? Ja, vielleicht hat er noch mal Lust, ein bisschen zu sabbeln. Oder steht da so, der oxidiert da so in der Gegend. Ja. Ja, du, bevor er Druckverlust kriegt. Ja. Fliegenden Mikrofonwechsel hier, ne? Ja, also ihr seht, Ben und Claudia zusammen am Mikro, das ist, glaube ich, ein Dream Team. Guck mal, da oben stehen Feuerwehr. Na, Rainer, willst du noch mal... Achso, soll ich jetzt mal? Ja, fahr mal. Auch, guck mal, da oben. Ich finde die total genial, die Conro-Schiffe. So, ich soll jetzt hier übernehmen. Arbeiten. Hier hast du ein Mikrofon, Rainer. Oh! Jetzt. Okay, Chat, jetzt habt ihr verloren. Containerumschlag auf konventionelle Weise, ne? Bei der Grande San Paulo. Ja, einen wunderschönen. Ja, am guten Mikro Abend. haben wir jetzt den Rainer von Druckverlust hier, ihr Lieben. Ich bin immer noch fasziniert von der Fahrt hier. Ne? Das ist schön, oder? Ja, die können den ganzen Tag weiterfahren. Hätte ich nichts gegen. Ein paar Leute aus dem Chat haben auch gefragt, wann ich jetzt umschule.
Ja, wir suchen immer noch Nachwuchs. Ja, aber mit der Stimme eine Hafenrundfahrt. Junge, Junge. Uiuiui. Das wäre legendär. Das wäre legendär. Weil du weißt ja, wenn du dann Hafenrundfahrt musst du halt auch hier was erzählen. Ja, ich krieg die alle schon tot gelabert, ne? Das ist Voraussetzung, ne? ja. Deswegen ist den Leuten da hinten ja schon schlecht, weil ich ja nur noch rede. Also, da siehst du. Aber es ist wirklich schön, oder? So, jetzt haben wir noch einen Blick auf die Peking. Ja, natürlich. Wer oder was ist die Peking? Das kann Claudia dir erzählen. Das kann ich dir erzählen. Das Okay. ist eines der Flying P-Liner. 1911 gebaut für die Leitzreederei. Und ja, mittlerweile eines unserer Highlights hier am Hamburger Hafen. Okay. Und das ist die da vorne? Ja, genau. Okay. Die Firma Spark, und die wurde dann früher in der Salpeterfahrt eingesetzt. Hat 13 Fahrten gemacht für die Leitzreederei, soweit ich weiß, die letzte unter England-Flagge. Und ich mache ein bisschen Werbung für euch, Patti. Da gibt es nämlich einen super tollen Stream, wo du und Ben zu Gast waren und wo Ben dann das Schiff komplett auseinandergenommen hat. Mit dem Carsten zusammen vom... Genau. Ja, Claudia dreht jetzt gleich mal, dann kriege ich einmal hier den freien Blick drauf. Genau, ich drehe über. Kannst du über Steuerbord reden? Ja, das kriegen wir hin. Diese Möwen, ne? Ja. Und guck mal, da ist auch gerade eine Führung da oben. So eine hättest du auch gerne, so eine Möwe, oder? Natürlich. Haustier. Na klar. Ja. Die Nachbarn ärgern, ne? Die Ja, dann in den richtig. Garten kommen und alles wegklauen. Ja, wir sind jetzt im Hafenmuseum. Das ist auch Teil der Pflegefahrt noch? Ja, kann Teil sein. Ne? Also wie ich ja schon sagte, also entweder von der Nikolai-Fleet oder auch hier im Hafenmuseum. Und ich mache das immer so ein bisschen auch launeabhängig. Also sind die Innenstadtflete, da wo wir die Fahrt begonnen haben, und natürlich die Speicherstadt. Und wenn man dann noch ein bisschen Zeit hat, ja, dann fährt man hier in den östlichen Hafenbereich rein, ne, entweder zu Peking. Wir haben das auch schon gemacht, dass wir dann rüber in Reiherstieg bis zu Flint gefahren sind. Sandtorhafen wäre auch mal eine Möglichkeit. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, ne, ob jetzt hier Schiffe im Hafen liegen oder nicht. Ich meine, Peking ist immer ein Besuch wert. Aber wenn auf dem Weg dahin nichts zu zeigen ist oder wenn wir jetzt wieder über den Zollkanal zurückfahren, dann kann es auch sein, dass wir dann eben halt im Reiherstieg dann landen. Was ich bei Hochwasser ja auch gerne anfasse, das Norderloch. Aber da dürften die Brücken jetzt zu niedrig sein. Mit Schwung? Ja. Ich glaube, dann wird mein Chef mich rausschmeißen. Ja. Oder er muss noch eine Cabrio-Barkasse bauen. Schöne alte Waggons sieht man dann hier auch auf der Anlage. Die Udine, ein alter Frachtsegler. Dahinter Du Reinhard, hier wird gefragt, ob du YouTube machst. Muss ich gleich mal weitergeben. Ja, ab April geht's los. Wer war denn das? Hä, wo hast du das gelesen? Im YouTube-Chat. Ach, im YouTube-Chat. Okay. Ich habe den Twitch-Chat. Du wirst auf YouTube erwartet. Ja, ich weiß. Ich werde erwartet ab April. Ja. Dann streame ich auch zeitgleich auf YouTube. Twitch bleibt natürlich. Viele haben ja schon gesagt so, oh nein, du bist jetzt auch auf Twitch. Und ich sage, nee, es geht schon beides zusammen. Also bitte bleiben Sie ungeduldig. Das ist so schlimm, so einige Wordings, die habe ich mir schon angewöhnt. Dieses Bitte bleiben Sie ungeduldig, fange ich auch an zu sagen. Sehr gut. Dann habe ich alles richtig gemacht, oder? Absolut. Das ist gut. Du, wenn in anderen Streams deine Begrifflichkeiten verwendet werden, Ja. dann bist du das Original. Sagst du auch freitags immer schönes Loch am Ende anstatt schönes Wochenende? Nein? Nee, kommt noch.
mal gucken, ob da Autos geschubst werden. Nee. Aber man soll nie sagen. Nee, hier schubst keiner Wien. Keine Sorge. Doch, hier schubsen die immer Autos. Ja, hier werden nur Autos geschubst, ja. Ja. Aber jetzt nicht am Sonntag, oder? Warum nicht? Das ist doch gerade ein Auto rausgefahren oder eine Zugmaschine. Die sind hier wirklich am Arbeiten. Ne? Ja. Junge, Rund um Junge, die Junge. Uhr. 24/7. Ja, da kennst du nichts von, Rainer. Nee. Ich mache meine 7 Stunden am Tag, das reicht. Ja. Da kommt ein nee, das Guckt ist euch mal das Tanga. Licht hier an. Nee, neue Autos fahren da rein. Guck mal. Ja, Neuwagen. Ja, Die haben noch Folie drauf. ja. Manchmal kommen da Schrottautos und dann werden die hinterher geschubst. Wollen wir das Schiff entern? Da ist die Luke auf. Guck mal, Schiffsmechaniker haben wir an Bord. Aber keine Leiter. Stimmt. Mal so reingucken, ne, in so einen Dampfer. Das war nicht so viel Rauch, werde ich im Beiboot nebenher gezogen. Ja, ich musste eben schon zum Spritsparen paddeln, ne? Aber also wir haben hier schon die schönste Aussicht hier, ne? Also Natürlich. Also ich Ja. finde, das ist auch so richtig zum Genießen. Ne? Wir haben Ja. jetzt lichtmäßig ist natürlich gerade sehr spektakulär. Braucht ihr noch ein paar Züge? Nee, wir brauchen nur freie Sicht, Claudia. Okay. Danke. okay, das war's dann schon wieder. Was sind wir denn Piraten? Nee, Ralle. Heute nicht. Also ich habe hier heute Ecken vom Hafen gesehen, die habe ich noch nie gesehen. Ne? Sag ich dir ganz ehrlich. Normale Rundfahrt kann jeder. Ja, ne? Und den Rest können wir. Deswegen sind wir hier, ne? Genau. Ja, und so langsam befinden wir uns auf dem Rückweg, Ja. oder? Ja. Ja. Rainer, ich klaue dir mal das Mikro wieder. Ja, Das ist so Wir festgemacht. ja. Wir wollten ja nochmal hier zu dem Annette fahren. Einmal Zu zu dem dem- Schwergut, genau. Kannst du mal ganz kurz die Kamera halten, Rainer? natürlich. Danke. Ich muss mich mal gerade wieder mikrofonieren. So. Okay. Sehr gut. Ja, folgt gerne dem Rainer auf Twitch. Druckverlust, aber den kennen eh alle. Der ist bekannt wie ein bunter Hund. Aber wenn er demnächst auf YouTube ist, dann können wir vielleicht ein bisschen, Ja, nachhelfen. Dankeschön. Nein, an dem Schiff von Torben kommen wir nicht vorbei. Der liegt am CTA, Container Terminal Altenwerder. Das wäre dann die normale Hafenrundfahrt Superhafenrundfahrt. oder Superhafenrundfahrt. Da geht es halt auch zu den Container Terminals, zu den großen Schiffen. Und ich habe jetzt ein paar Mal schon die Frage gesehen, Queen Victoria. Wir machen das noch ein bisschen wetterabhängig, ob wir nachher noch einen Stream machen von der Queen Victoria. Wir fahren jetzt erstmal gleich irgendwann zurück und dann müssen wir mal gucken, wie es zeitlich aussieht, wie es wettermäßig aussieht, ob es da eventuell noch einen Stream geben wird. So, Jetzt stell dir mal vor, wie das gewesen wäre, hätten wir noch Sonne gehabt, so wie gestern. ja, Mega. Ja, ja.
Das heißt, wir müssen das ja nochmal bei gutem Wetter wiederholen. Wobei, so schlecht fand ich das jetzt Ich gar fand's auch nicht. nicht schlecht. Also so Wir haben ja lichtmäßig. immer trockene Ja. Ecken auch gehabt. Ja, ja. Das ist der große So, ich hau mal noch ein paar Vorteil. dicke Dankeschöns raus. An Birgit, die seit 14 Monaten dabei ist. Keks, 9 Monate. Der Nordlicht haut 20 € raus. Oh, jetzt sind wir hier bei der Annette. So. Volker, 5 €. Vielen, vielen Dank. Er sagt auch, Claudia und Ben, Dream Team. Absolut, bin ich dabei. Oh, dann hat Fluggesellschaft rüber geratet. Gar nicht mitbekommen. 183. Moin, ihr Lieben. Christoph Kuhlmann lässt oder verschenkt eine Mitgliedschaft. Christoph, danke dir. Volker G. 2,49 für einen super spannenden Stream am Sonntag. Ronos, 5 € Superchatten, Grüßen aus der Reha. Da Meinert ist seit 13 Monaten dabei für den tollen Stream. Chatwiesel, 11,99, super informativ und unterhaltsam. Danke an Claudia und das ganze Hamburg Hafen Live Team. JT Kirk lässt auch nochmal 10 € da, sagt, das ist einfach nur geil. Ganz großen Dank, bitte gib die Hälfte an Claudia. Diese Tour ist ein Traum. Danke dir. Horst verschenkt einen Sub. Herzlichen Dank. Timo, 14 Monate dabei. Aida und mehr, 2,49. Boah, Gott, jetzt bin ich gerade verrutscht. Queenie verschenkt an Sascha ein Sub. Herzlichen Dank. Und Tony Roberts ist in der Haus mit 10 €. Okay, ich mache mal kurze Pause. Gucken uns jetzt mal hier die Annette an. Interessantes Schiff. Und das ist eine deutsche Reederei. Ja, Schifffahrtskonto Alte Land. Die fahren, soweit ich weiß, nur Schwergutschiffe. Da würde ich gerne mal mitfahren. Kennst du den Chef, Claudia? Nee, Schade. okay, da ist die Mut, ne, wo der Ponton reingepackt Hier, wird. ne? Ja, genau. Ja, genau. Da kommt Da der oben Ponton siehst du rein. den Ponton dann auch. Ich liebe ja echt Hochwasser, weil dann können wir endlich mal auf die Kaimauern raufschauen. Also so hat dann auch zu viel Wasser mal einen Vorteil. Also sieht man das sonst nicht. Nein, du bist ja sonst 2 Meter tiefer ungefähr. Oha. Ne, je nach Wasserstand. Sehr cooles Schiff. Richtig cool. So, ich mache noch mal eine Runde weiter. Korbacher, 15 Monate. Danke an Elas, dass sie sowas ermöglichen. Peter Bald, danke für die Mitgliedschaft. Ein neues Fischmarkt-Mitglied. Micha 73, 500 Bits. Danke an die Mannschaft. Elas für die tollen Hafeneindrücke. Zwergfox, 200 Bits. Tapfere Milch ist jetzt mit dem Prime Sub dabei. Da haben wir Frank Böhme, 11 Monate auf dem Fischmarkt. Er sagt auch, war richtig cool. Miepelschubser, der René, 21 Monate schon dabei. Macht mehr, sehr schöne Tour, macht man als Hamburger immer nur, wenn Besuch kommt. Ja, da ist was dran, da ist was dran. Last Moo Harry, 100 Bits. Der Test, auch 100 Bits. Und Sir Stefan im 3. Monat mit dem Sub dabei. Danke, 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 ihr Lieben. Das ist wirklich sensationell großzügig von euch, wie ihr den Kanal wieder unterstützt. Darf ich einmal hupen? Ja, klar. Für die ganze Unterstützung. Ja. Also sonst gibt es das ja immer aus der Konserve, aber jetzt einmal. Da beneide ich Rainer ja, dass er in seinem LKW immer einfach nur an der Kordel ziehen muss. Genau. Sag ich ja, so ein Seilzug fehlt hier noch. Das kriegen wir irgendwann noch umgesetzt. Ja. Jetzt kommen Wind und Wasser von vorne. Ja. Ich war ja schon hin und wieder mal auf dem Hamburger Hafen unterwegs, ne? Aber noch nie bei so einer Tour.
noch nie so eine Barkassentour gemacht. Das ist schon krass. Ja, man kriegt dann doch Also- echt noch ein paar tolle Eindrücke. Ja. Und es ist halt dann doch viel Insiderwissen auch, wenn du Ja, natürlich natürlich. mit Leuten unterwegs bist, die wirklich hier Ja. zu Hause sind. Ja, ist so. Ja, Also gut. Leute, wenn ihr in Hamburg seid, ihr wisst Bescheid, was ihr machen müsst. Genau, Hafenrundfahrt, Superhafenrundfahrt, Fleetfahrt Genau. und dann am besten bei Elas. Natürlich. Ich dachte jetzt nur hier. Nur bei Elas, Ja, genau. genau. Und nein, ich bin für die Werbung nicht bezahlt worden, übrigens. Also, Ich auch nicht, wollte ich mal dazu sagen. das stimmt. Drucki wurde als Influencer aber kostenlos mitgenommen und eingeladen hier. Ja, genau, das stimmt. Ja, da bedanke ich mich auch. Müssen wir noch beischreiben, unbezahlte Werbung. Genau, unbezahlte Werbung, richtig. Ja, Mensch, ihr Lieben, so langsam nähern wir uns dem Ende. Also Gibt's einen Rabattcode? ja, den haben wir auch schon ein paar Mal gepostet. Ja, okay, gut. HHL 10 gibt es 10% auf Hafen- und Hafenrundfahrten und Fleetfahrt. Ja, und wie gesagt, ne, wir sind jetzt ja auch ein bisschen länger unterwegs gewesen durch den Schlenker, den wir gemacht haben. Also normalerweise dauert die Fleetfahrt so um und bei 2 Stunden. Und dann schaut am besten bei uns im Kalender auch nach, wann die Fleetfahrten stattfinden. Wir versuchen immer einmal am Tag eine anzubieten. Entweder ist sie um 11:30 Uhr oder um 14:30 Uhr. Immer etwas abhängig von der Tier. Genau, immer von den Gezeiten abhängig. Es gibt ein paar Tage, wo wir keine anbieten, weil wir eben halt solche Extremsituationen dann ausschließen wollen, weil wir gesagt haben, oh, das fällt ins Niedrigwasser rein, da können wir nicht fahren. Und da haben wir dann gesagt, dann machen wir halt Superhafenrundfahrten. Auf die Banane. Claudia, ich sag schon mal ein ganz dickes Dankeschön. Du steuerst jetzt auf die Heimat zu, auf den Ja, Liegeplatz. genau. Ich würde jetzt mal hier alles mitnehmen, einmal noch mal nach hinten gehen und dann mal gucken, ob da hinten noch jemand wach ist oder ob die alle eingeschlafen sind. Die pennen alle. Und dann so, Wir sag kommen mal hier nie kurz. wieder raus. Möchtest du das Mikro schon wieder kommen- an? Ich nehme dir das Mikro Wir mit. kommen hier nie wieder raus. Sind wir eingesperrt? Wir sind eingesperrt. Dann musst du Oh. einfach ziehen, kräftig. Aber dann habe ich... Er hat die Tür. Oh, Jetzt hat er die Tür kaputt gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. Leon, wir brauchen deine Hilfe. Ja, wir kommen hier nie wieder weg. Hat er kaputt gemacht. Ich war's. Nee, warte, doch. Du warst das. Ja, wir wollten euch einsperren hier. Ihr wart also. Ihr habt uns eingesperrt. So, Claudia, schon mal ganz, ganz dickes Dankeschön. Also das war wirklich sensationell von dir. Feedback ist auch echt Ich bedanke mega mich auch. toll. Ich hoffe, du bekommst ganz, ganz viele Mitfahrer. Ja, ich hoffe. Bestimmt. Ja, dummes Zeug sammeln dabei. Genau meins. Ja, Leon, Mensch, tolle Fahrt, mega Fahrt. Wie geht's euch allen hier? Ja? Bestens. Irgendjemand mit Seekrankheit zu tun? Hier. Nein? Nein. Alle gut drauf? Ja, hier seht ihr nochmal, guck mal, die sitzen auch wegen, alle, die waren ne? alle heimlich Die kotzen, sitzen als du alle vorne warst. heimlich kotzen, ja. So, Was denn? Stifte füttern. Genau. ich muss einmal kurz hier. So. Ich drehe mal die Kamera um und mach das mal so, dass da alle mit reinkommen. Jetzt wissen alle, So, wie klein hallo, ihr seid alle drin. So, ihr Lieben. Bitte? Einen habe ich noch. Einen haben wir noch. Oh, Moment. Da hast du ein Mikro. Ja, es geht ja jetzt wieder los mit der Fleetfahrt. Am 4.3. findet die erste statt um 11:30 Uhr. Und dann eigentlich täglich. Termine findet ihr auf unserer Internetseite. Ne? Unter Barkassen Elas. Da gibt es dann die Termine. Da seht ihr dann, wann wir fahren. Dann meistens auch mit Claudia, ne? Fleetfahrt. Ab dem 4.3. ist dann sozusagen der offizielle Saisonstart für die Fleetfahrt, wo es dann losgeht. Genau. Ja, Leon. Immer gerne vorbei. Vielen Dank, aber wir haben ordentlich Werbung gemacht. Claudia hat wirklich sehr gut Werbung gemacht, ja. Das freut mich. Ich hoffe, alle sind zufrieden. Nee, war echt super. War super. Also, in diesem Sinne, ihr Lieben, mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Also, was ich so gelesen habe im Chat, war das Feedback echt gut. Also, war ganz toll. Also, ich fand es auch super informativ, super anzugucken auch. Also, tolle Bilder, ne? Waren wirklich sehr beeindruckende Wir haben es Bilder. ja selber auch noch nicht gemacht gehabt. Nee.
Herzlichen Dank, dass ihr alle dabei wart, so zahlreich eingeschaltet habt. Und natürlich auch ein ganz dickes Dankeschön für eure Unterstützung im Chat, aber natürlich auch für den Kanal. Ich glaube, der Waufziehbär, den habe ich noch nicht. Der hat nochmal 100 Bits da gelassen. Also danke auch für die ganzen Spenden, Mitgliedschaften, Bits und Subs. Und natürlich auch ein ganz dickes Dankeschön an euch alle, dass ihr mitgefahren seid. Ja, und wir freuen uns natürlich auch, dass wir mal einen Großteil vom Team da hatten. Special Thanks noch an Torben für die Hupe gestern. Wir wünschen euch allen noch einen schönen Sonntag. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.